Ihr habt eine unglaublich hohe Fertigungstiefe. Ja, wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Das geht sogar so weit, dass wir die Chassis selber produzieren. Wir kaufen hier nur die Vorderachse, Hinterachse mit Motor und Getriebe. Alles andere wird bei uns gebaut. Das resultiert natürlich auch aus dem System her, was ihr ja alle kennt mit dem Mitteleinschub. Ihr müsst die Wärme nicht durchs ganze Auto abführen oder am Auto vorbei. Die Wärme, die der Motor produziert, kommt hinten raus und bleibt auch hinten. Ja, das sind natürlich unheimliche Vorteile, wenn man so ein Fahrzeug auch benutzt. Man hat vorne überhaupt keine Hitzeentwicklung, keine Vibrationen auf dem Körper. Das ist schon sehr angenehm zu fahren und vor allen Dingen keine Geräusche. Dein Sohn hat mir gesagt, du machst einen Motor an. Du merkst das gar nicht, dass der Motor, ob der läuft oder nicht, musst du nachgucken. Ja, man sieht halt eigentlich am Drehzahlmesser, ob der Motor läuft. Also hören tut man wirklich nicht. Gar nicht. Also der ist hinten, ich zeige das mal gerade, hier ist eine Wand davor und hier siehst du, da ist das Auto jetzt da drunter, der Motor ist ganz hinten. Das ist eigentlich die Technik von Reisebussen. Ihr habt eine Einzelradaufhängung auf der Vorderachse. Das ist auch nicht normal. Nee, das gibt es auch nur bei Bussen. Volvo hat ja irgendwann auch mal bei LKWs mit angefangen, aber hat dann diese Systeme auf die Busse natürlich noch verfeinert. Und das merkt man natürlich beim Fahren. So eine Einzelradaufhängung und die Federung von den Bussen, die ist ja speziell für den Personentransport ausgelegt. Und das merkt man beim Fahren natürlich deutlich. Das ist ein Unterschied zu einem LKW-Chassis, den muss man mal spüren, der ist schon enorm. Die Fahrzeuge sind alle auf 100 km/h ausgelegt. Es gibt ja Länder, da darf man das sogar fahren. In Deutschland darf man es nicht. Da fährt man dann 87. Hat der die Möglichkeit festzustellen, wie schnell ist der Vordermann? Kann ich mich hinter den hängen? Ja, mit diesem hier ja. Da kann ich mich mit dranhängen. Und der hat die ganzen Helferlein, die heute eigentlich so üblich sind und teilweise auch als Vorschrift schon manifestiert sind. Und das ist auch teilweise sehr, sehr angenehm. Dieses Fahrzeug hier ist sehr stimmig. Also für mich stimmig. Das ist ja Geschmack, ist ja jedermanns Sache, ja. Und das Fahrzeug, ich bin hier reingegangen und habe gesagt, hey, ich bin 55, ich brauche jetzt keine Designbude, sondern ich hätte es gern mal hell, ich hätte es gern mal klassisch. Und da ist mir direkt ein Herz aufgegangen gerade eben. Dann hast du mich angeguckt und hast gesagt, naja, so vom Design her, da haben wir natürlich noch, ich sag mal, viel modernere Fahrzeuge innen. Und da hast du mir tief in die Augen geguckt, hast gesagt, aber es gefällt mir auch ganz gut. Also das Design ist schon schön, oder? Das ist ein tolles Auto, aber das ist genau der Punkt, den ich hier auch mal ganz gerne aufgreife. Wir bauen ja Autos für unsere Kunden. Das heißt, wir schaffen wie ein Maßanzug das Fahrzeug für unsere Kunden. Und das muss man auch verstehen können. Denn jedes Auto, wenn wir hier reingehen, es stehen 4 Stück auf der Reihe, auch alles ganz große. Jedes Fahrzeug sieht von innen anders aus, sind speziell für den Kunden gefertigt. Und das ist für manche nicht nachvollziehbar. Die kommen dann her und sagen, oh, ist ja furchtbar oder ist total genial. Also da gehen die Geschmäcker natürlich auseinander. Ich persönlich finde das Auto super Hammer, weil auch der ganze Möbelbau sehr aufwendig ist und hochwertig. Das ist so schlicht gehalten. Wenn du guckst hier, ist es alles mit nicht so 1000 Farben belegt. Ja, du hast ja teilweise auch Kundenwünsche da in einem Orange, da wird das Orange innen nochmal wiederholt. Genau. Auch da ist Geschmackssache, da sagen die Leute hier, mein Gott, Orange, wer macht ein Orange? Aber das hat der Kunde so gewollt, fertig. Ja klar, der hat das so gewollt, der findet es total gut. Und auch genau da ist wieder der Punkt, da kommen Leute rein, die sagen, 50% sagen super genial und 50% ja, würde ich mir nie kaufen. Da muss man dann halt einfach so akzeptieren, ja. Was ich genial finde, ist, dass Mercedes-Benz jetzt die neuen Überlandbusse mit den Scheinwerfern unten jetzt wieder hat, wie die damals in den 60er, 70ern waren. Und du bist die ganze Zeit schon so unterwegs. Und da siehst du mal, das kommt alles wieder zurück. Und wenn ich jetzt sehe, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Stadtbusse jetzt wieder sehen wieder aus wie in den 60ern. Alles kommt mal wieder. Und genauso ist es hier auch. Und ich finde die Linie einfach schön. Die sehen natürlich von vorne etwas anders aus als unsere, zum Beispiel Reisemobile, die auf Actros oder MAN aufbauen, die einen hohen Kühler haben. Weil der hat ja keinen Kühler vorne, deshalb sieht der viel schlichter aus und ist auch mehr zugebaut. Das ist halt eben so dieser Buscharakter. Ne? Was Schönes, du hast Actros-Leuchten mit Tagfahrlicht integriert in Volvo, weil die einfach schön sind, die Actros-Leuchten. Ja, gut, das sind natürlich schöne Leuchten. Die haben wir hätten auch jetzt Volvo nehmen können, aber das passte super da rein. Und wir finden die vom Design auch wirklich sehr schön. Die sind richtig schön. Also das mit dem neuen Tagfahrlicht, was jetzt hier drin ist. Du hast viele Details. Was ist unter der Klappe drunter hier eigentlich? Ist da jetzt ein Generator auch auf Wunsch? Da ist auf Wunsch ein Generator drunter. Der hat jetzt keinen drunter. Aber hier sitzt unsere Klimatechnik vorne drin. Und man kann die komplette Bugmaske, haben wir auch schon mal gezeigt, vollkommen nach vorne ziehen, so dass man auch an diese einzelnen Aggregate drankommt zur Wartung. Also das ist schon sehr bequem, auch für die Leute, die mal dran arbeiten müssen. Ja, was ziemlich genial ist das Thema Lackierung bei euch. Die Kunden erwarten bei euch einfach Perfektion.
Und wenn du hier drauf schaust, das ist Mehrschichtlack. Wo wird der denn lackiert? Auch bei euch? Ja, wir haben eine große Lackieranlage, da lackieren wir die Fahrzeuge drin. Ja, das ist schon schwierig, weißt du, das sind ja alles gerade Flächen. Gerade Flächen, so einen hohen Glanzgrad drauf zu kriegen und dann auch noch mit den heutigen Wasserlacken ist nicht ganz so einfach. Und da haben wir auch lange mit rumexperimentiert, auch viel Schiffbruch auch schon mal erlitten, neu gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass wir perfekt im Griff haben. Ja, man sieht, oben ist GFK und das kriegst du natürlich nicht ganz so glatt hin. Aber dafür hast du so eine widerstandsfähige Sandwich-Bauweise, die oben drauf ist. Ihr habt euch entschieden, unten ist Aluminium, komplett, alles in Handarbeit geschweißt, gemacht, getan. Und das Sandwich hier ist komplett aus einem einzigen GFK. Könnt ihr die selber backen oder kriegt ihr die zugeliefert? Die Platten lassen wir uns bauen, nach unseren Vorgaben. Wir haben in den Modellen unterschiedliche Platten. Ist richtig, dass wir unten Metall haben, also das heißt aber, wir haben Edelstahl im unteren Bereich, da kann man hier auch sehen, jetzt alles aus Edelstahl unten rum. Dann die ganzen Klappen und Seitenwände, die sind aus Aluminium gefertigt. Die werden bei uns auf einer großen Maschine, also auf einer Abgangpresse, auch eine computergesteuerte Abgangpresse, werden die profiliert. Und dann werden hier Kanten auf einer Laserbrandmaschine ausgebrannt, angesetzt und werden hier verschweißt. Also die sind alle hier geschweißt. Das geschieht noch von Hand im Moment? Das geschieht noch von Hand, ja. Okay, das könnte man irgendwann auch mal automatisieren. Du bist so ein Typ, alles was man mehr wie dreimal macht, da macht es auch Sinn, das zu automatisieren. Das könnten jetzt auch zum Beispiel auch Schweißroboter irgendwann mal machen, oder? Richtig. Das ist zum Beispiel genau der Punkt. Wir haben eine große Roboteranlage jetzt angeschafft letztes Jahr. Die sitzt bei uns jetzt im Augenblick in der Frästechnik. Die soll aber auch jetzt Laser brennen, Wasserstrahlen, aber auch Laser schweißen. Und da gehören diese Kanten zu. Weil man muss wissen, wie wir eben schon gesagt haben, wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Wir machen auch die Tanks selber. Weil wir nehmen nicht irgendeinen Tank und stellen den da rein, sondern passen die Tanks wirklich jeder kleinen Gegebenheit an, sodass wir die optimalen Volumen rausholen. Und aus welchem Material? Die kann man nur selber machen. Die werden bei uns aus Edelstahl, je nachdem was es für Tanks sind, oder aus Aluminium gebaut. Da muss er auch schweißen können, weil so eine ganz kleine Naht, die mal reißt, was so ein Tank, das kennst du selber, da süfft der Diesel raus. Ja gut, ich habe selber alle Schweißerprüfungen, die man sich so vorstellen kann, Schweißfachmannprüfungen, aber wir haben natürlich auch viele Leute, die haben alle Prüfungen. Ja. Vor allem den Kessel und so, die muss man mit Prüfung schweißen. Ist so, die werden bei uns abgedrückt, geröntgt und. Ja, ich hatte jetzt einen Kumpel, der war jetzt tatsächlich in Afrika, also Offroad unterwegs, Rüttelpiste und so, und da ist ihm dann eine winzige Naht gerissen an einem Tank, ist der Diesel rausgekommen, da mussten, das ist eine Riesenarbeit, den Tank ausbauen, der muss komplett neu geschweißt werden und so weiter. Das gibt's ja bei euch nicht, ja. Kann immer mal passieren, sowas, ja, oder? Kann immer mal passieren, aber die meisten machen den Fehler nicht beim Schweißen, sondern in der Bauart der Tanks. Weil man muss sich vorstellen, ein Tank ist auch eine Art Druckbehälter, da ist immer ein kleiner Druck drin. Nicht wie beim Druckluftbehälter, aber ein Tank, ich sage einfach nur, muss man einfach bombieren. Man kann nie gerade Flächen aneinander schweißen. Und wenn man das macht, dann hat man verloren. Dann arbeiten die und irgendwann muss man sich halt vorstellen, wie eine Membrane, fangen die an den Ecken an zu reißen. Und den Fehler machen sehr, sehr viele. Bombieren, was hast du? Bombieren heißt immer, man muss, wenn Druck von innen kommt, muss man die Bleche schon in eine natürliche Form geben, dahin, wo der Druck geht. Zum Beispiel, wenn man einen Gasbehälter sieht oder Druckluftbehälter, die sind immer rund oder bombiert oder mit runden Flächen an den Kanten. Das ist bei den Tanks bei euch auch so, die sind rund. Das muss so sein, das geht gar nicht anders. Also das geht schon anders, aber dann geht das einfach kaputt. Meine Frage, ihr habt jetzt hier in der Mitte immer den PKW drin. Ja? Die Amerikaner ziehen ja das Ding einfach hinterher, für die ist das gar nicht so spannend, aber diese Garage ist auch wunderbar für andere Dinge da, wie zum Beispiel zum Transport von Motorrädern. Das können wir gleich mal vielleicht mal nebenan zeigen. Das ist hier wirklich eine echte Anwendung hier dabei. Diese Motorräder haben wir rein und raus gefahren und tatsächlich, die stehen hier im Rennsport, die können dort stehen. Klar, die sind jetzt so zum Beispiel tagsüber in Gebrauch. Abends will man die einfach mal wegschließen. Was macht man? Ja, die braucht man einfach nur reinschieben. Man fährt also den ein bisschen hochhydraulisch und kann dann die Motorräder, so wie sie sind, mit sämtlichem Zubehör oder wenn auch Stühle drauf sind, kann man einfach reinfahren. Fertig, Klappe zu, hat man gar keinen Stress. Und kannst du mir das mal zeigen? Ja, kann ich. Echt? Ja. Ist ja stark. Also ich müsste das jetzt ausräumen. Wir deuten das jetzt mal an. Ich fahre nur ein Stückchen rein. Ja, fahr mal ein Stückchen rein. Das ist, da vorne ist Pit. Sag mal, habt ihr viele Leute aus dem Rennsport schon mal? Ja, wir haben viele Leute aus dem Rennsport. Also nicht aus dem Motorradsport haben wir auch einige, aber viele auch so aus dem Motorsport. Was ist das da? Das ist man kann das auch mit dem Tablet bedienen, aber das ist unsere, ich sage mal immer Werkstattbedienung. Da ist ein dickes Kabel dran
Und das ist immer direkt mit den Ventilen verbunden und dann kann ich halt eben... Hat einen Vorteil, man kann es nicht verlieren. Ja, genau. Also das Erste, was ich mache, ich hebe das Auto ein Stückchen an. So, jetzt kann man sehen, der hebt sich aus. So, wenn er dann die Freiheit hat, dass die Motorräder oder Fahrzeuge unten reingehen, dann kann ich hier einfach einfahren. Ich kann jetzt nicht ganz rein, weil dahinter Sachen stehen. Das rollt auf Rollen oder wie? Das sind 3 Systeme. Das ist einmal ein System auf Rollen, die sind da drauf. Dann ist dieses System unten so profiliert, dass er, wenn er zum Beispiel im Schlamm stehen würde oder auf Schnee oder auf Schotter oder so, das auch so wegschieben würde. Der schiebt das wie so eine Planierraupe weg, dann kann man dann auch ein- und ausladen. Braucht man sich nicht Gedanken machen. Also das ist kein Spielzeug, oder? Nein, nee, Spielzeug ist das überhaupt nicht. Da ist richtig Dampf hinter. Ist es so ein bisschen überdimensioniert? Das ist so ein bisschen, was man mir nachsagt, dass ich zu schwer baue, aber das ist nicht schwer, sondern überdimensioniert. Okay, das heißt... Überdimensioniert heißt nicht immer schwer. Die Stempel, die du reingemacht, also die Hubstützen, die drin sind, das sind auch keine E&P-Hubstützen, sondern die kommen wirklich aus dem Baggerbau, glaube ich, oder? Ja, die bauen wir ja auch selber. Und da sind natürlich massive, die kann man ja so fertig nicht kaufen. Also jetzt nichts gegen E&P, wenn ihr das jetzt seht, denn die bauen auch gute Hubstützen, aber das ist jetzt wirklich gedacht, um 5000 Mal rein und rauszufahren werden in der Woche. Ja, man muss da doch mal weitersehen. Ich meine, wenn man so Fahrzeuge, der hat nur immerhin seine 18 Tonnen. Wenn man den jetzt hochhebt und ich stehe auf einer schiefen Ebene, dann kriege ich auch Kräfte in andere Richtungen. Die muss ich auch irgendwie kompensieren. Wenn ich natürlich dann so einen kleinen Stempel nur drunter habe, dann wird sich der verbiegen, wenn der Druck da drauf kommt. Und deshalb bauen wir die Fahrzeuge, dass sie in allen Lebensbedingungen halten. Und dann sind sie einfach halt stabil. Das Nivellieren geht auch automatisch? Das geht vollautomatisch. Ich muss dazu sagen, das ist bei dem Fahrzeug drin, das ist ein patentiertes System, gibt es fast 20 Jahre. Beziehungsweise nicht dieses System, sondern wir haben das alte System 20 Jahre Patent drauf gehabt und haben jetzt ein völlig neues Patent gemacht, was 3 Patente beinhaltet. Das hat dieses Fahrzeug dahin, völlig neu. Also wir haben im Grunde die Mittelgarage komplett neu erfunden. Krass. Dass da so wieder jetzt 20 Jahre Schutz drauf ist. Aber pass auf, wir gucken mal das Ganze, hallo, die Videobombe haben wir wieder unterwegs. Also die Mittelgarage ist komplett neu entwickelt worden, konstruiert. Die ist komplett neu. Wir haben also, ich sag mal so, das Rad eigentlich neu erfunden und haben unser eigenes Patent irgendwo umschifft und haben das jetzt mit dieser Garage völlig neu entwickelt und ist ein ganz neues System, was noch viel benutzerfreundlicher ist. Der ist jetzt kardanisch aufgehangen. Das werden wir auch noch zeigen in irgendwelchen Filmen. Der kann über so Steine drüber geschoben werden, das ist dem alles völlig egal. Der kann das Auto ausladen, wo er will. Also das ist echt ein super System. Steckt natürlich jetzt auch 20 Jahre Erfahrung drin, darf man auch nicht vergessen. Ist das hier ein 12 Meter? Das sind 12 Meter. Wieso hast du keine 3 Achsen? Ja, wir machen auch 3 Achsen, so ist das nicht. Kann ich jetzt zeigen. Wird gerade bei uns zu Hause im Werk gebaut. Nur man muss sich darüber im Klaren sein, dass bei 3 Achsen natürlich auch weniger Raum zur Verfügung steht. Die nehmen ja Platz weg. Ach, stimmt. Ja. Und die wiegen ja auch. Ne? Ist ja nicht so, als würde das nichts wiegen. Ja, aber was wiegt so eine Achse? Eine Tonne? Ja, nee, da kommst du nicht mit aus mit den Rädern. Und so. Das ist ja weit über eine Tonne. Und da sind ja auch eine Aufhängung bei, da sind Dämpfer bei, da sind Luftfederbälge, da ist ja alles bei. Da sind Längslenker. Also wir reden da schon 1,5, 2 Tonnen, kommen wir da schon. Da muss man einen anderen Kotflügel bauen. Zuladung, was hat der jetzt noch mit dem Auto, wenn es drin ist? Also der ist ausgeladen, wenn der reisefertig ist. Das heißt mit vollen Tanks, mit PKW, mit Klamotten drin, mit Fahrer, Beifahrer, liegt der so circa 18 Tonnen. Der 12 Meter, wenn er sehr gut ausgestattet ist. Und was darf er denn noch zuladen? Der ist dann voll. Der ist dann voll? Ja, sonst hat er 4 Tonnen Nutzlast. Also wenn er leer ist, hat er 4 Tonnen. 4 Tonnen, okay. Das heißt, Auto wiegt, ich sag mal, 1,8 Tonnen. Ja, der wiegt so 1,2, 1,3. 1,2. So. Der ist ja jetzt hier eingeparkt. Da hast du nicht die Möglichkeit, mir mal zu zeigen, wie es geht, oder? Und da Den hier? Ja. Ich kann dir hinten einen zeigen. Bei dem geht es gerade nicht. Dann machen wir, pass auf, wir drehen noch ein Video, dann zeigen wir das mal. Wir haben es ja eben ja schon gezeigt, das System ist aber dasselbe vom eigentlichen her. Das heißt, du hebst das Auto hoch, schiebst das Ding dann raus und fährst es dann von der Plattform. Du bist natürlich hier viel flexibler, weil du jetzt auch die Elektroautos bedienen kannst. Die anderen, die Einzüge, weißt du, mit dem Stahlseil, die können ja oft schon die neuen Autos gar nicht mehr reinziehen. Ja, ein Stahlseil, das ist natürlich eine Sache, die muss man auch wirklich wollen. Da muss man sehr, sehr viele Parameter beachten. Haben wir eigentlich noch nie gebaut. Wir haben 96 schon mit Hydraulik gearbeitet. Die Plattform. Steckenpferd, der von hinten. Wir haben ja früher
die Plattform von hinten gehabt, oder haben wir heute auch noch, aber es ist unser Steckenpferd jetzt halt. So, wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit Hydraulik. Ich halte nicht so viel von Seilen, weil die sich verwickeln können, wenn man mal gegen den Berg steht, da muss man ein Auto mit der Hand rauszerren und das ist nicht so mein Ding. Also wir streben so. Die Hydraulik funktioniert, fertig. Ich bin sicher, dass Hydraulik immer, also 99% funktioniert. Ja, Schwerpunkt brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu unterhalten. Der Wagen tut dem Schwerpunkt ganz gut, oder? Ja, das dokumentiert sich natürlich beim Fahren. Ne? Der ist wie ein Go-Kart. Der liegt unten Tiefpunkt schwer. Ja, du hast mir gesagt, ich soll mal vorbeikommen, hast du gesagt. Wir fahren mal Probe, denn der ist so leise, dass du eigentlich nur den Fahrtwind hörst, so ein bisschen, oder? Habe ich dir ja gesagt. Ich meine, man kann da viel drüber reden, aber man muss halt einfach mal fahren. Man muss sowas mal fühlen. Auch von der Wendigkeit und so, weil der hat ja ganz andere Einschlagwinkel als ein LKW, sag ich mal. Das sind Unterschiede. Thema Verkehrssicherheit, ja. Das hier ist ja jetzt ein Sandwich-System, hinten ist ja schon mal der Motor, hier bist du über allem, was da ist. Hattet ihr schon mal einen, der verunfallt war, also wo wirklich mal ein LKW drauf ist oder so? Wie sah denn der aus anschließend? Ja, leider ja, und den habe ich auch selber gefahren. Ich habe mal einen schweren Unfall gehabt auf einer Autobahn, Stauende stand ich. Und da ist ein 40-Tonner hinten reingegangen, da war Gott sei Dank ein Anhänger noch zwischen. Ja, was soll ich sagen, der hat dann so wuff gemacht und wuff hat er so gemacht und das war es eigentlich. Das war's? Ja, der hat schon einen mitgekriegt, da war auch ein großer Schaden dran. Aber es ist weder ein Schrank runtergefallen, noch irgendwas passiert oder ein Tisch losgegangen. Oder also es war nicht komplett zerlegt auf der Autobahn, wie man das so kennt? Nein, der war krumm. Der hat den hinten erwischt, auch schräg. Auch hinten natürlich total kaputt, ist klar. Aber das Auto selber, man hat halt vorne gemerkt, aber war jetzt nicht so, als würde alles durcheinander fliegen. Ne? So, und dann haben wir den wieder gerade, also da war schon eine Menge Arbeit. Also ich hatte mal einen Peugeot 405 in Rot, nicht als Kombi, sondern hinten mit Stufenheck. Und da ist mir ein W123 drauf gefahren. Ja. Und jetzt pass auf, original was passiert ist. Der 405 war 1 Meter kürzer und der Mercedes hatte nur die Stoßstange verbogen. Also ungefähr so war das. So muss man sich das vorstellen. Ja. Also war ich selber überrascht. Ich habe wirklich geweint, weil gut, der war natürlich auch ein bisschen mehr kaputt, aber da hast du kaum was gesehen. Aber ich sag mal, wenn du da natürlich so einen Aufschlag kriegst, muss das Auto vermessen werden, da ist schon mega Schaden drauf, oder bei dir? Ich muss dazu sagen, war ein Anhänger dran. Mit einem Boot hinten drauf. Ja. Und der hat den kompletten... Ach so, der hat den Anhänger erwischt. Der ist hinten drauf und hat den kompletten Anhänger mit Boot so zusammengedrückt. Der war wirklich so, alles Schrott. Und das ist natürlich alles auf die Kupplung gegangen von dem Reisemobil. Und die hat es nach vorne geleitet. Genau. Ja. Und dann ist der Bootsanhänger hinten, der hat die Kupplung abgerissen, ist hinten am Heck so hoch. Und der hat ja ganz schön einen gekriegt, aber dem hat er überhaupt... Also so, wirklich habe ich gedacht, was ist denn hier los? Wuff. Das wäre meine Frage gewesen. Also Lieferzeit bei dir im Moment, was hast du, 2-3 Jahre? Ja, 3 Jahre haben wir nicht, aber wir haben immer so, das war immer schon so gewesen, circa 2 Jahre, je nach Ausstattung. So, jetzt sehe ich hier Design. Ist das neu hier oben in dem Spoiler da, weil das geschlossen wird? Der Spoiler ist jetzt geschlossen. Das hat auch einen Grund, weil wir dahinter einige Aggregate haben. Klimatechnik, wir haben Satellitenanlagen und ich wollte eigentlich nicht mehr, dass man da so reingucken kann. Ach so, okay, ja. Und dann wir haben auch vorne, wenn du das mal siehst, die Solarplatten sind vorne in so einem Spoiler eingelegt. Man alle nicht mehr. Die sind vorne im Spoiler. Also es tut dem Auto unglaublich schön. Also es ist drüben ist er in Schwarz, hier ist er in Wagenfarbe ausgeführt. Ich finde ihn hier total Understatement. Ja. Der ist so richtig schön. Ja, kann man schlecht sehen. Da sitzt vorne extra noch ein Spoiler, wo die Solarplatten drin sind, dass diese Windgeräusche weggehen. Da wirst du sehen, wenn du so ein Auto mal fährst. Ich schwöre dir, du sagst immer, hier sind ja gar keine Windgeräusche. Der hat keine Windgeräusche. Und das ist unheimlich schwer hinzubekommen. Dann haben wir immer oben an den Solarplatten, weil wir die ja vorne draufsetzen, weil die ja kantig sind, haben wir immer, seitdem der Spoiler drauf ist, ist das auch weg. Was das ganz krass ist, richtig eingebaut drin, dass die Autos, selbst die 10 Jahre alten Autos, die erreichen, du findest keine. Also werden die so unter der Hand, gehen die weg oder wie läuft das bei dir? Ja, man muss ja sagen, wir bauen ja jetzt hier nicht so riesige Stückzahlen. Wir bauen ja im Grunde genommen eine kleine Handvoll lesende Stückzahl nur. Und die verschwinden. So, dann haben wir eine Liste, da stehen Leute drauf, die Gebrauchsfahrzeuge suchen. So, und wir wissen ganz genau, der kauft einen neuen oder der kauft einen neuen. Und dann rufen wir die an und sagen, pass auf, kommt in 1,5 Jahren oder morgen oder übermorgen so ein Auto, willst du den haben? Und dann gehen die meistens unter der Hand weg. Also bei uns über unsere Plattform. Schön ist die Scheibe, das kenne ich vom Heiko, die ist deine eigene Scheibe. Das heißt, die hast du entwickelt. Die Rundumsicht ist natürlich sensationell. Ja. Die ist sensationell. Die birgt natürlich auch ein paar Schwierigkeiten beim Einbauen. Ne? Die ist komplett reingeklebt, oder? Die ist jetzt geklebt, die war früher in Gummis gesetzt. Und da war es sehr, sehr schwer, die Fahrzeuge mussten vorne unheimlich stabil sein. Weil wenn man sich das hier mal anschaut, wenn so eine Scheibe so um die Ecke geht, ne?
Kriege ich natürlich, wenn die hier drin sind, aus Querdrücke da drauf. Ach, die ist jetzt ein konstruktives Element, die Scheibe, oder wie? Jetzt, ja, das war sie vorher auch, aber die saß in Gummi. Das heißt, die Scheibe konnte in dem Gummi immer wandern. Und wir haben Kunden dabei gehabt, man kann die Stützen sehr hoch anheben. Die haben die Fahrzeuge verschränkt und dann kriegt die Scheibe hier Druck und dann sind die schon mal gerissen. Und dann haben wir gesagt, das ist schlecht. Wir müssen gucken, ob wir das anders hinkriegen. Seitdem wir die Scheiben einkleben, ist das nie mehr passiert, weil jetzt wird die Scheibe selbst Konstruktionselement. Die ist ja gar nicht so schwer, aber die kriegt da schon Kräfte drauf, oder? Ja, durch diese Rundung. Ja, das ist der Nachteil bei der Rundung. Ne? Aber der Vorteil ist natürlich, man hat eine unglaubliche Sicht nach vorne und Optik ist auch schön. Ne? Die Optik ist richtig schön, aber man muss genau hingucken. Von außen sehen die Autos ja so ähnlich aus, auch wie die amerikanischen. Hier ist alles aus Aluminium und ein schönes Detail finde ich auch hier die Haushaltsmarkise mit einer Horizontalmarkise, die du einfach runterlassen kannst. Die fährt sich automatisch auch ein, auf Wunsch. Kann man das bestellen, dass ich so einen Windsensor... Wind- und Regensensor. Und ist natürlich klar, wir müssen mal überlegen, so eine Markise ist bei so einem Fahrzeug natürlich sehr, sehr hoch. Und wenn die dann nur gerade rausfahren würde, hätte ich nicht den optimalen Sonnenschutz. Deshalb haben wir diesen elektrischen Ballon da dran. Der fährt hier 2 Meter runter. Der fährt also ungefähr so tief. Dann habe ich auf jeden Fall einen Sonnenschutz. Also das ist mit Sicherheit gegeben. Das geht auch jetzt über das Steuerungssystem alles, Das geht oder? jetzt alles über Steuerungssystem. Also ich kann die auch hier vom Handy bedienen. Das sind so die neuen Spielereien, die man gerne hat und denen haben wir natürlich auch nachgegeben. So, also das Schöne ist bei euch, man kriegt sogar so ein Fahrzeug relativ günstig, dann entscheidet der Kunde selber. Man kann innen, ich glaube, nochmal den Fahrzeugpreis investieren, oder? Ja, das würde gehen? Ja. Hast du ja auch gesehen, wir haben schon Fahrzeuge gehabt mit Stereoanlagen von 300.000 € oder Holz im Aufpreis von 200.000 €. Da geht dann schnell. Ist wie der Kunde will. Wie der Kunde will, ja. Gut. Ja, komm, wir gehen mal Das muss rein. man immer wieder betonen, weil die meisten Leute sagen, Volkner, was hat der Volkner denn da? Das gefällt mir aber nicht. Das ist ausschließlich Kundenwunsch. Deshalb haben wir auch hier so kontrastreiche Autos. Die sind innen drin völlig anders. Da hat man sagen kann, guck mal, hier hat der Kunde diesen Geschmack, hier hat der Kunde diesen Geschmack. Es hat mich so gefreut. Ich bin unterwegs, der Stadtbus kommt, die Lichteinheit ist unten und da musste ich so an deine Autos denken. Und ganz neue Mercedes-Modell hat jetzt deine Optik und da siehst du, man muss nur lange genug warten und dann kommt das wieder. Abgeguckt, oder nicht? Bei euch abgeguckt, ja. Nee, die haben die damals auch schon so gebaut, in den 50er, 60ern. Ja, magst du mal reingehen? Denn ihr habt ein besonderes Konzept. Das Konzept ist vorne Einstieg, der einzige Einstieg vorne. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, denn ihr habt in der Mitte das Auto. Geht ja gar nicht anders. Ja, also wir könnten hier keine Mitteltreppe machen, außer auf der anderen Seite, macht aber keinen Sinn. Da ist der Motor. Ja, aber die Treppe hat natürlich brutale Vorteile. Man hat rechts und links, kann man sich immer festhalten, man ist eingerahmt, man steht nicht im Fahrgast, also im Fahrraum. Ist schon, und man kann die auch hier zufahren. Ne? Das ist also oben dann eine Fläche. Es flackert nichts. Ich habe also ganz viele Fahrzeuge, da können wir nicht drehen, weil die flackern wie bescheuert. Und da habt ihr auch drauf Wert gelegt, diese Pulsweitenmodulation, das möglichst wegzulassen, sodass Leute, die empfindlich, guck mal hier, da flackert nichts hier am Display, siehst du es? Ja, das ist so. Aber das ist natürlich auch aufwendig gewesen und auch nicht ganz günstig, um das so hinzubekommen. Ne? Die Tür, das ist so natürlich... Darf ich mal die Scharniere zeigen? Also bitte sag mir mal was, da stehen noch Ziffern drauf. Du hast mir erzählt, das Auto ist, glaube ich, 0 Kilometer hat das, ist nur zur Messe gefahren. Ja. Das sieht doch schön aus, oder? Ja gut, das ist natürlich Kernware, sag ich mal. Ne? Das sind was ist das? Kernware, sage ich immer. Das ist massiv alles. Man darf nicht vergessen, diese Türe ist sehr kompliziert zu bauen, weil das Fahrzeug geht ja mit seiner Karosserie, fällt ja etwas rein und ab dem Fenster hier fällt er auch noch nach da. Das heißt also, der ist in sich so verdreht. Und die Türe muss ja genauso gebaut werden. Ach, das kenne ich von so Garagentoren, die so am Hang so schräg dann funktionieren müssen. Ja, genau. So, ist ein bisschen komplizierter noch hier. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Türe ja mitgehen muss. Deshalb kann ich die da oben nicht scharnieren. Ja. Und weil ich hier vorne auch meine Fahrzeuge angestellt habe über einen bestimmten Winkel, geht der weiter in der Türe aus. Das heißt, ich kann den nicht da scharnieren. Das heißt, ich muss die Türe so bauen, dass sie mit den Scharnieren hält und über die Eigenspannung gehen, dass die auch dicht bleiben und anliegen. Du hast einen Zapfen da noch drin, sehe ich da oben. Der ist dafür da, die legt sich da rein, wenn du fährst, durch den Sog, dass sie nicht anfängt zu schwingen. Ah, damit die schön leise ist. Genau, damit die leise ist. Da wirst du sehen, wenn du damit fährst.
was ich total klasse finde, ist das Zusatzschloss aus dem Hause. Du kommst hier nicht rein. Das geht nur von innen. Das heißt, die Option hast du, also durch die Tür kommst du schon mal nicht durch. Das Fenster kannst du einen Stein holen, das macht aber keiner. Das weiß ich. Die Leute fühlen sich schon sehr sicher in den Autos. Ja, ja, die sind sehr sicher. Man muss natürlich sagen, wenn einer da rein will, kommt er da rein. Da muss er natürlich einen dicken Hammer nehmen. Ne? Aber das ist unwahrscheinlich. Aber haben wir auch schon gehabt. Also 2, 3 Fälle haben wir schon gehabt. Da sind sie im tiefsten Russland. Und ja, wenn die alleine stehen, lang genug. Wenn die alleine stehen, ja. Aber die sind hier nicht reingekommen. Also das ist sicher. Die haben dann die Fenster eingeschlagen. Die sind in 25 Jahren jetzt einmal passiert. Guck mal hier, die Schließe, das ist hier unten. Das ist alles Edelstahl. Nee, guck mal unten da, wo die da reinfällt. Das ist eine Doppelschließung. Die Falle. Das ist angenehm, gefällt mir. Ihr habt keine Nieten, das sehe ich nirgendwo bei euch oder selten. Ja, wenig. Ja, das ist cool. Also, dann geht's weiter. Hier vorne ist noch so ein Servicefach. Was ist da drunter eigentlich? Ist da Technik ein bisschen? Ja, hier ist Elektrik. Fahrzeugelektrik, oder? Wir trennen das, hier ist Fahrzeugelektrik drin. Okay. Das betrifft den Volvo. Ist natürlich gut, dass es beleuchtet ist. Du kommst gerade an die Sicherung ran. Jetzt gibt es ja so elektronische Sicherungen und so. Das hier ist ja vom Volvo. Das heißt, das ist alles, was Volvo betrifft? Ich kann den bei jeder Volvo. Wie kommt man an den Motor ran? Gibt es da definierte Öffnungspunkte oder ist das alles? Ja, ich meine, ihr seid ja Fahrzeugbauer. Ja, der Motor ist natürlich eine super Sache. Ne? Das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber den LKWs, weil ich habe den Motor hier hinten sitzen, ich mache die Klappe auf und die Heckmotoren sind ja so gebaut, dass alle Elemente da sitzen, aber noch so dran kann. Also geht kein Monteur hier rein und versaut das Auto. Der Wartungsaufwand, was muss man investieren im Jahr? Kommt natürlich ganz darauf an, was man damit macht und wie viel man damit fährt. So 20.000, also da sind ja schon Inspektionen dabei, die kosten ein bisschen. Normalerweise ist der erste Ölwechsel bei 100.000 und die muss man erst noch fahren. Aber ich empfehle immer einmal im Jahr einen Ölwechsel. Sehr schön. Wie viel Öl ist denn da drin in dem Ding? So 40 Liter ungefähr. Ah ja, okay, verstehe. 45 Liter. Was kommt da rein für ein Öl? 1540er kann man hier, ganz normal 1540er Öl. 40 Liter. Ja, 45 Liter. Hubraum, was hat der? Der hat jetzt 11 Liter, der andere hat 8 Liter und den wir jetzt aktuell bauen, wir bauen jetzt gerade ein ganz neues Modell, der hat 13 Liter Motor wieder. 13 Liter. Das heißt 8 Zylinder oder was? 6 Zylinder. 6 Zylinder. Echtglasfenster. Ja, ist ja auch so ein Thema. Können wir eine Stunde über Fenster reden? Ja, kann man. Sind die gut? Ja, viele mokieren sich. Wir bauen sie sehr, sehr lange ein, aber das ist ein ganz brutales, stabiles Fenster. Kann man sie gleich mal von Man merkt das auch, wenn man die zumacht und fährt damit. Da kommt überhaupt kein Geräusch rein. Was die meisten kaufen sich Reisemobil für 900.000 € und hören den Nachbarn, wenn er sich morgens im anderen Wohnmobil streitet. Ja. Das ist ja nicht so. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Auch, du wirst ja doch merken mit dem Raumgefühl. Wir haben auch ein ganz anderes Raumgefühl, weil wir die Wände und den Innenaufbau und die Zwangsbelüftung ganz anders aufbauen. Wenn du neben einer Rennstrecke bist, kann man hier schlafen? Ja, natürlich. Okay. Ja gut, man hört ein Rennauto auch, aber das ist so gedämmt, als hätte man Oropax dran. Wir fahren damit, dann... Machen wir mal. Komm, ich zeig mal was hier an der Seite. Was ist denn das für ein Material? Was ist Edelstahl? Ist alles Edelstahl. Untenrum ist alles Edelstahl, hier ist Aluminium. Wie machst du das? Das Edelstahl und Alu vertragen sich ja nicht so gut. Ja gut, da gibt es eine sogenannte elektrolytische Spannungsreihe. Und die muss man natürlich kennen. Und da muss man die Materialien dementsprechend verarbeiten. Das heißt, man muss Trennungen dazwischen machen. Wir haben zum Beispiel bei den Trennungen hier zwischen Aluminium und Edelstahl immer Kunststoff zwischen. Ist das hier das Schwarze da? Nein, das ist nur normale Abdichtung. Abdichtung. Die sitzt dahinter, da sitzen überall hinter. Das heißt, berührt sich nicht? Das berührt sich, darf sich nicht berühren. Sonst habe ich die Kontaktkorrosion und dann geht das los. Fängt an zu rosten? Ja, genau. Ja, das ist ja Korrosion, klar. Dann fangen an, die elektrischen Spannungen zu arbeiten, vor allem wenn Wasser dazukommt und dadurch kommt ja dann die Korrosion. Sag mal, hier das Holz, das macht ihr auch selber hier von der Treppe? Ja, klar, wir haben eine eigene Schreinerei, da wird alles bei uns gemacht. Das geht alles über CNC-Maschinen. Achso, die Nuten werden eingefräst? Ja, die werden eingefräst, dann kommen hier die Trittschutzleisten da dran, damit er doch griffig ist. Die meisten, also ich habe jetzt... Wenn man so Spielereien, wenn man die mit der Hand machen würde, guck mal, das ist ja alles in Rundungen und so. Da kann man natürlich auch gerade schneiden, das ist einfach. Aber auf der CNC ist das auch kein Problem. Du warst im Krankenhaus, hattest eine Bauchfellentzündung, kannst du dich noch daran erinnern, Blinddarm. Und da kam eine Frau zu dir und hat gesagt, wir brauchen eine Stickmaschine. Ja, ich bin ja so ein bisschen maschinenfetisch. Meine ganze Firma ist voller CNC-Maschinen. Und dann hat sie sich geärgert über irgendeinen, der uns Sachen zuliefert. Hat sie zu Komm, ich zeig das mal. Da vorne hat sie nämlich... gesagt, pass auf, du kaufst jetzt eine Stickmaschine. So, eine Gerhard hat dann geguckt, was gibt es denn überhaupt für Stickmaschinen? Ich null Ahnung. Ich kann Schweißmaschinen kaufen oder Drehmaschinen oder so. So, dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und dann habe ich eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar gibt es sogenannte Portalstickmaschinen. Die sind groß, die können über 1 Meter sticken. Und weißt du, was wir da jetzt drauf machen?
Was denn? Zeige ich dir jetzt. Wir machen diese ganzen Sitzrücken und so, die kann die komplett nicht nur sticken, sondern auch steppen. Die kann die perforieren, damit die Belüftung da durchgeht und so. Also ganz irre. Das hatte was damit zu tun, dass der Dienstleister, den ihr hattet, der konnte nicht so schnell reagieren, wie ihr das wolltet, oder? Wir haben schon mal eine Reparatur, da muss einer mal schnell reagieren und das war alles ein bisschen zäh und das können wir uns nicht erlauben. Also haben wir gesagt, okay, dann gönnen wir uns den Luxus einer Stickmaschine. Was hat die für eine Fläche, die Portal? Ja, die kann 1 Meter. 1 Meter? Ja, und dann so durchschauen. Das ist so eine Portalmaschine. Cool, komm, das gucken wir uns mal Ich an. gedacht, wenn, dann kaufst du auch eine richtige. Kaufst du eine richtige. Natürlich hat die hier eine Rundumkamera, eine Dachkamera. Ja. Geht das auf Wunsch, vorne und hinten? Ja, die haben 360-Grad-Kameras. Also oben auch auf dem Dach, das geht auch. Oben am Dach nicht, aber vom Dach runter, um das Fahrzeug. Vom Dach runter. Nee, auf dem Dach denke ich mir immer, wenn du irgendwie Äste und Bäume und so, dass man die sehen kann, das kann man kriegen. Ja, auf Wunsch. sicher, wenn du das haben willst, kannst du das kriegen. So, jetzt ist hier eine Besonderheit, Sache dass der Bestellung. der Sitz ist neu. Ja, der ist nicht neu, das ist aber ich sag mal so, das ist ein Grammer-Sitz. Kundenwunsch. Kundenwunsch, ja. Wir bauen ja 3 verschiedene, wir haben einen eigenen Sitz, wo ich gerade gesagt habe, der auch jetzt über die Stickmaschine läuft. Das ist ein normaler Grammer. Das heißt normaler, ist schon ein hochwertiger. Ah, okay, das heißt, dass hier, warte, ich zeig's mal gerade. So, ein luftgefederter Sitz. Also ich sage immer meinen Kunden, man braucht den bei den Bussen eigentlich nicht. Der ist eher, dieser Sitz, jetzt pass mal auf. Mach nochmal zu. Ja, aber auch hier dann Ruhe. Du hörst nichts? Draußen ist die Hölle. Ja. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen für mich kontraproduktiv, weil der ist luftgefedert. Der Bus selber federt aber schon unglaublich weich. Und dann arbeitet es schon mal gegeneinander. Kann die Luft ja ablassen. Und dann ist auch Ja, wieder. klar, aber dann sitzt man relativ niedrig. Also, aber manche wollen den haben, dann kriegen sie ihn eingebaut. Guck mal hier, das ist die Stickmaschine von euch. Das ist jetzt alles Stickmaschine. Ja, hier und hier. Warte mal, das auch. Das habt Das, ihr, hier, das sind jetzt so kleine Teile. das habt ihr jetzt selber gestickt. Ja, das ist alles von uns jetzt schon. Das ist ja ganz neu hier, der Auto ist brandneu. Krass, Da dieses V da im Lenkrad. die muss ja auch jemand bedienen können, die Ja, Stickmaschine. der macht der Max. Der Max ist da sehr gut drauf mit. So, jetzt So, guck. aber nicht, was ich jetzt sagen wollte, bei den Sitzen, bei unseren eigenen Sitzen, geht die ganze Fläche hier, die ganze Fläche geht da drüber. Und dann steppt er die Linien rein und Komm, das gucken wir uns einmal an. Das können wir gleich gucken. Ja. So, Oder wollen wir jetzt gucken? komm, wir gucken es jetzt mal, dann haben wir es zusammenhängen. Weil das ist ja für viele Leute, Ist der offen, ne? die ein bisschen Wert legen. Das ist der Max. Hallo Max zu uns. Ja, wir haben ja das Video gedreht. Wir reden gerade über die Stickmaschine. Das ist wieder mal was Besonderes. Ja, das schöne Schloss. Wir können da natürlich alle möglichen Muster machen. Wir fangen ja gerade erst mit an, aber ich habe da schon dolle Sachen drauf gemacht. Das habt ihr auch gemacht Ja, hier. dann ist jetzt auch alles da drauf gelaufen. Ja, da hat sich das auch gelohnt, oder? Mit der Stickmaschine. Auch nicht. Und Aber was? sag mal, ein Hobby muss man ja haben, das sind bei mir einfach Maschinen. Hier, diese Teile zum Beispiel. Die laufen komplett da drüber. Ach, das habt ihr selber gemacht. Ja, die haben ja, das ist unser Sitz. So, die laufen komplett da drüber. Die Teile laufen drüber und dann werden die nur nachher hinten vernäht. So, und jetzt haben wir hier andere Muster reingemacht und so und mit alles mögliche haben wir jetzt. Wir fangen gerade an. Rautenmuster und so. Also könnt ihr jetzt reinsteppen. Nicht nur Rauten, sondern wir haben noch ein paar andere Sachen. Reißt auch hin. Also das ist ein schöner Sitz. Und das ist jetzt, der ist ein bisschen weicher, ein bisschen gemütlicher, oder? Der hat keine Luftfederung, aber ich favorisiere diesen Sitz für diese Fahrzeuge, weil der schwingt in der Luftfederung selber ganz weich. So, wenn ich dieses weiche Schwingen dann habe, der hat keine harten Schläge. Wenn ich dieses weiche Schwingen habe und habe dann noch einen Luftfedersitz darüber, dann arbeitet das gegeneinander. Also für mich unangenehm. Viele sagen, will ich haben, toll. Dann kriegt ihr das. Auch da. So, übrigens das Video haben wir extra gedreht. Komm, lass uns noch mal rausgehen, dass wir den anderen zeigen. Weil ich finde den so schlicht. Den hier finde ich natürlich auch mega. Aber das ist ja so, den anderen, den finde ich so langlebig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist... Gerhard, es gibt ja viele Dinge, die machst du und da sind die dann irgendwie da für ein Jahr oder 2, wie du dann irgendwie kommst und wir gehen gerade mal rein. Ich bin gerade einen Schlüssel zurück. Ich mache mal die Tür auf. Da ist das Auto. Eine absolute Besonderheit sind auch hier diese Gurte. Das sind richtige Gurte aus dem Sitz, gell? Ja, die bauen wir ja auch, die machen wir selber. Die sind verstärkt, die müssen ja was haushalten. Was wiegt die Tür ungefähr? Was denkst du? Wie schwer die ist? Ja. Die wiegt ungefähr, also die wiegt knapp 100 Kilo. 100 Kilo. So, wir gehen rein. Sitze haben wir geklärt. Das ist das Cockpit. Und das Cockpit hat eine Neuigkeit. Das ist dieses Bedienfeld hier. Und das ist natürlich genial. Ihr habt das Landstrom so dick gemacht. Und das sind auch nur 3 Stück.
Du brauchst ja ab und zu eine Brille, holst du gerade mal raus, aber die sind teilweise so groß, die Tasten. Preis des Alters. Preis des Alters. Guck mal hier vorne, 5G, das heißt, das Auto kann komplett von der Ferne aus bedient werden. Du kannst gucken, wie ist die Temperatur, Ladezustand, alles. Ja, kann ich alles von außen sehen. Ich kann aber vor allen Dingen, das ist für uns sehr wichtig, Fernwartung machen. Ach, du kannst dich rein in das System. Der Kunde kann es freigeben und dann können wir ins System rein und können, wenn Störungen sind oder Fehler sind oder wenn Einstellungen sind, die der Kunde nicht beherrscht, können wir die von zu Hause aus machen, egal wo der ist. Hier vorne ist das Victron, ist gespiegelt, das könnt ihr auch reinmachen. Ja, wir haben die Victron drauf jetzt und sämtliche Funktionen, die unser Fahrzeug betreffen. Die sind alle hier drauf und sind auch miteinander verknüpft, das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist ja nicht nur ein Anzeigegerät, sondern es ist eine intelligente Steuerung. Da läuft so viel im Hintergrund ab. Wie eine Industriesteuerung so ein bisschen. Ja, Industriesteuerung sowieso, aber von uns ist ein Programm geschrieben. Also wir schreiben unser Programm für unser Fahrzeug, damit wir verschiedene Funktionen miteinander verknüpfen können, die natürlich das Leben in so einem Fahrzeug äußerst angenehm und leicht machen. Da geht's eigentlich. Also ich kann so Setups machen, kann zum Beispiel sagen, Abendstimmung auf einen Knopf. Profile, genau. Ich sag mal Profile. Aber ich kann auch intelligent sagen, ich weiß nicht, ich sage einfach mal die Energieseite. Ja. Da ist ein Generator drauf, da ist ein Victron drauf oder Ach, du kannst verknüpfen, wenn die Batterie leer wird, geht automatisch der Generator an. Ja, das können sie ja alle, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Ja. Wir sagen zum Beispiel, pass auf, der macht eine Energieberechnung und sagt, ich brauche jetzt hier 2 Stunden, dann muss ich die Batterien laden. Ja. Ich habe aber vorher gesagt, hör mal Generator, in der Nacht springst du mal nicht an, weil da will ich schlafen. Ja. Dann würde er sagen, okay, ich komme nicht bis zum nächsten Morgen, dann springe ich halt eben 2 Stunden vorher an. Mhm. Ja? Ich springe doch nicht in der Nacht an, weil ich habe ja gesagt, ich möchte das nicht. Oder ich möchte nicht, dass er samstags morgens anspringt oder so. Mhm. Das sind so einfache Dinge. Mhm. Dann sind noch viel komplexere Systeme, die dahinter laufen. Ich kann zum Beispiel bei der Heizung sagen, okay, ich habe 4 Heizungen, ich habe alle Heizungen aktiv. Er nimmt aber immer die, wo er die günstigste Wärmequelle hat. Er sagt immer, wir haben da irgendeine Dieselheizung an und ich fahre mit dem Auto, er fühlt die Motortemperatur, okay, Motortemperatur ist erreicht, dann schaltet er die Dieselheizungen ab und nimmt automatisch die Motorwärme und genau wieder umgekehrt. Mhm. So geht das auch mit den Sicherheitsfunktionen. Wir haben hier eine Abwesenheitstaste. Da können wir zum Beispiel alle Verbraucher auf einen Schlag ausschalten, die dem Auto schaden können, wenn es steht oder wenn ich das Haus verlasse. Mhm. Er macht die Zentralverriegelung zu und. Da müsste man ein eigenes Thema draus machen. Aber das Schönste ist ja das Thema Fernwartung. Wir haben ja über das Thema Service Level gesprochen. Ihr könnt oft den Kunden schon selber helfen, ohne dass sogar eine Werkstatt ist. Dann könnt ihr Werkstätten anleiten. Das ist auch schon mal so. Also wenn es jetzt schnell gehen soll, kann er mal eine Werkstatt fahren. Dann sagt er denen, was ungefähr zu machen ist. Was ist denn schön? Dein Sohn hat mir erzählt, ihr habt mal rausbekommen, dass eine Fernbedienung war nicht aktiv. Und der Kunde, ihr konntet das über die Fernwartung sehen. Ihr seht das sofort. Wir haben zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel, wir haben hier eine Taste drin, wo das Schloss drauf ist, da hängt die Hydraulik drauf. Ja. Wir können die Hydraulik nur mit 2 Händen bedienen, das ist die absolute Maßgabe, also dass niemals eine Stütze oder so fahren kann. Mhm. Das heißt, wir müssen immer die Taste drücken und dann können wir erst die Hydraulik fahren oder die Automatik einschalten. Totmannschaltung. Genau. So, darüber hinaus gibt es aber noch Funktion aus. Dann ist die komplett aus. Und die hat sie ja gedrückt. Und dann kriegte das Auto nicht raus, war am Fummeln. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn los? Und die Klappe vielleicht nicht richtig auf, dass die hier am Ändernschlag ist und so. Und ich sage, Max, guck doch mal eben rein, ob alles... So, und dann können wir direkt anhand der Parameter sehen, der hat die Taste nicht gedrückt, der hat gar keine Freigabe. So, und dann sagen wir mal, drück mal deine Taste. Ah ja, alles klar. Zum Beispiel, wenn Zündung an ist oder so, kann er das auch nicht bedienen. Das ist doch toll, oder? Das ist ein Anfängerfehler. Ne? Ja, ich habe mich aber bei Reisemobilen schon ein bisschen beömmelt, wenn die Markise vorne zum Beispiel nicht mehr rein und raus geht. Da gibt es dann so Anleitungen, wie man die resettet und dann ganz schlimm. Bei euch ist alles miteinander verknüpft. Wie kriege ich denn jetzt hier Privacy, die Verdunklung hier runter? Wie funktioniert das? Ja, am besten am Knopf drücken. Ich kann die hier am Knopf. Ja. Dann kann ich die Sonnenrollos fahren. Das sind die Sonnenrollos während der Fahrt? Okay. So. Und hier habe ich... Ach, ein richtiges Roller auch noch. Sag mal, klappert das während der Fahrt? Da klappert nicht, ne. Das ist auf Spannung gesetzt, da klappert überhaupt nichts. Ich kenne die nur, dass sie klappern, die echten Rollos. Also das schwöre ich bei meinem Leben, dass die nicht klappern. Sag mal hier, das ist die legen sich hier drunter, kann man auch sehen, die haken sich dann ein und werden über so einen Federzug auf Spannung gehalten. Okay, dann ist Feierabend. Oh, was habe ich schon gelitten mit klappernden Rollos. Ich sage jetzt keine Marke, aber alle, die mich sehen werden, die werden auch die Zeiten kennen, wo die... Das aber hier... Ich auch, ne? Ja. Deshalb komme ich ja auf so einen Blödsinn, weil ich fahre mit dem Auto und dann stört mich das einfach, wenn so ein Rollo klappert. Ja. Oder wenn ich hier irgendwo pfeift. Damit mache ich so lange rum, bis ich das gefunden habe, wo die Pfeifen herkommt. Sag mal, ist das Knarzen, wenn es hier knarzt, ist das ein Reklamationsgrund bei dir? Nee, aber wir machen es weg. Ja. Ich könnte auch sagen, muss mit leben, tue ich aber nicht. Nein, wir machen das weg. Ich hatte zum Beispiel, wo wir eben von gesprochen haben, von dem Spoiler vorne. Ne? Ja. Da war so ein Spoiler drunter gebaut, Auto total ruhig.
stand Wasser innen drin. Ja. Habe ich gesagt, geht nicht, muss ein Loch vorne rein. Haben wir 2 Löcher gebohrt, war das Wasserzerwecker, Pfeifen in dem Auto. Durch die Löcher. Ja, das sind aber alles so Sachen, die erfährst du nur, wenn du mit dem Auto fährst. Ne? So, haben wir natürlich dann abgestellt. Jetzt haben wir so eine andere Richtung für das Wasser und dass du nicht pfeifen kann. Das ist alles nicht so. Also nochmal, wenn ich jetzt den Motor starten würde, können wir jetzt hier nicht machen, aber du würdest ja nicht hören. Nein, den hörst du nicht. Du siehst nur den Drehzahlmesser. Wie lange braucht er denn, um Druck aufzubauen, eigentlich, dass ich losfahren kann? Braucht er 2 Minuten? Ja, das kommt darauf an, ich sag mal so, Problem ist Druckluft. Ja. Druckluft verlieren Fahrzeuge immer. Ja. Es gibt kein Auto, was die Druckluft hält. Ist unmöglich. Hydraulik ist was anderes. So, es gibt aber welche, die verlieren dann in 3 Stunden und welche brauchen eine Woche dafür. So, aber in einer Woche ist ja auch leer. Dann pumpt der, ich sag mal, 5 Minuten bestimmt. Aber wer das nicht will, der kriegt so einen kleinen Kompressor, haben wir auch. Achso, da kannst du den Druck vorher Dann aufbauen. baut er den Druck vorher auf. Ja. Cool. Das Das hat ist aber noch cool. ein paar andere Gründe. Nee, es geht mir, wenn ich jetzt am Stellplatz stehe und dann 5 Minuten die Kiste orgeln lasse, dann, weil der raucht ja nicht, der raucht nicht mehr, ne? Wir haben alle so einen kleinen Kompressor drin, aber 220 Volt Kompressor und dann Hatte Dampf. hat er Dampf. Okay. Das brauchen wir für andere Funktionen teilweise. Sag mal, Boden, was ist denn vom Das ist ein Boden? echter Eichenboden. Warum ist er so hell? Ja, es ist helle Eiche. Habt ihr gebeizt, ne? Nee, die ist gekalkt. Die gekalkt. So ganz leicht angekalkt. Die ist 20 mm dick. Echte Eiche. Echte Eiche. Kannst du abschleifen. Ja, klar. Klar. So, und jetzt, was ich toll finde, ist, ihr habt den Schrank nicht so dick gemacht. Ja, dadurch wirkt natürlich der Raum Wall-out. Da sind wir doch schon beim Thema. Also viele machen ja bis zu 4 Slideouts rein. Ihr habt da ein bisschen anderes System. Ja, wir machen die. Ich habe mir gesagt, da ist mir noch zu viel Klimperkram, so überall so Hütten. Wir wollen schauen, dass wir die ganze Wand rausschieben können. Dann haben wir natürlich einen brutalen Innenraum und haben einen homogenen, ich sag mal, Gang und auch eine homogene Fläche da drin. Das ist natürlich auch der Konstruktion geschuldet. Das kann man nicht machen, wenn man LKWs aufbaut. Das kann man eigentlich nur hier machen, weil der hat seine statischen Elemente komplett außen sitzen. Wir nutzen nicht die Karosserie für die Statik. Nochmal, der hat einen Rahmen. Der hat einen richtig stabilen Rahmen, der ist brutal. Da ist so ein Rahmen drin, den sieht man aber gar nicht. Der ist so geschickt verbaut, dass man den nicht sieht. Der ist profiliert und den nutzen wir auch für Kabeldurchführungen und solche Dinge. Aber dieser Rahmen trägt das ganze Fahrzeug. Sonst könnten wir nicht diese Spiele machen mit dem Loch auf der Mit dem Seite Auto auch, mit dem Hochheben. und dem Loch auf der Seite. Also das ist ein Rahmen, brutal. Das heißt, das Auto würde auch ohne Aufbau fahren. Der fährt auch ohne Aufbau, ja. Der fährt schon, wenn er bei uns gebaut ist, der Rahmen ist drauf, dann ist der statisch so stabil, da kann man alles mitmachen. Das ist was Schönes, wenn du den Sitz gedreht hast, hat der Kunde auf Wunsch die Möglichkeit, hier so ein kleines Büro zu machen. Genau. Man kann den jetzt rumdrehen, hier einen Bildschirm hochfahren, seine Tastatur ausklappen und hat hier einen vollwertigen Arbeitsplatz, weil die Fahrzeuge haben einen fest eingebauten PC. Also kein Laptop, richtig stabilen PC. Vorteil ist auch, muss man mal sehen, wenn man hier, mir geht das so, ich konstruiere viel in den Fahrzeugen, dann sitze ich hier, aber mich stört keiner beim Rein- und Rausgehen. Das ist so gebaut, dass man noch alles bedienen kann. Ich kann auf den Fernseher schauen, ich kann schauen, wenn meine Frau kocht oder mir einen Kaffee macht. Ich habe alles im Blick. Ohne Du bist nicht irgendjemand ausgeschlossen, zu stören. guckst nicht auf eine Wand. Genau. Ja. Und es ist bequem. Ich habe Autos gesehen, ist wirklich so, die haben eine Couch so sitzen und einen Fernseher hier. Ich kann nicht immer so am Fernsehen gucken. Also das sind für mich so Dinge, die kommen bei uns, die sind ja einfach bei uns nicht, weil ich muss so am Fernsehen gucken können. Weißt du, solche Sachen, ne? Gibt's viel. Sag mal hier, das hier sieht aus wie so ein Tisch im OP, im Krankenhaus. Ja, Könnte sein, oder? ist er auch. Ist er auch. Eine stabile Säule dran. Elektrisch. Ja, ist eine elektrische Säule, eine stabile Hubsäule. Und da muss ich auch eins zu sagen. Diese Hubsäule, da muss man sehen, der Chassis ist sehr stabil gebaut, da gehen Querträger rüber. Und zwischen den Querträgern sind so dicke Platten mit M12er Muttern untergeschweißt. Und da wird der Tisch drauf geschraubt. Ja, das ist genauso bei den Sitzen. Hier ist das gleiche System. Die Sitze sind auch, wir schrauben den also nie auf irgendeine Bodenplatte. Das ist natürlich absolut wichtig und da sollte man darauf achten, sonst kommt so ein Tisch mal nach vorne geflogen beim Auffahrunfall. Deshalb sage ich auch, bei dem Auffahrunfall, den wir hatten, ist gar nichts passiert, außer Wuff. Krass. Ja. Also hier vorne hast du dann eine richtige Couch. Du hast drüben mal realisiert, eine Dreier-Lounge-Gruppe, also ein Liegesofa. Ja. Das ist was, wie kommt denn das an bei den Leuten, das Liegesofa? Weil da fehlt dir jetzt der Tisch, dafür hast du vorne dann, kann man sich an den Tresen setzen, Ja, das war auch Bar cool. drin. Also das kann der Kunde wählen, wie er will. Er kann den Innenraum. Gut, das Fahrzeug ist natürlich für den Motorsport gebaut. Ja, ja. Und ich wusste das auch nicht, aber im Motorsport sitzt man meistens im Fahrzeug und schaut auf dem Schirm die Rundenzeiten von den Fahrzeugen. Ja, also man steht gar nicht an der Rennstrecke, hatte ich immer erst gedacht. Ja. Und dann können die da schön liegen und können dann über 3 oder 4 oder 5 Stunden oder 24 Stunden die Rennen verfolgen. Da kann man natürlich super
super bequem drauf liegen. Jeder, der sagt, unmöglich, möchte ich nicht haben, sage ich, tu mir einen Gefallen, ist richtig. Aber leg dich einmal da drauf. Da willst du nicht mehr aufstehen. Drauf, dann wollen die gar nicht mehr da weg. Schatz, komm mal her, leg dich mal hier hin und so. Ja. Das kannst du hier natürlich umbauen, aber drüben ist das was ganz anderes. Das ist so eine richtige, ich sag mal, Rolf-Benz-Lounge, Ja. Wie du so irgendwie kommst. Hier ist das Fernsehen drin, das kannst du rausfahren. Also das Schöne ist, weißt du, noch vor 5, 6 Jahren hat man sowas gefilmt, da so, boah, ein Fernseher fährt raus. Heute können das alle. Aber wie das bei euch ist, dass das auch wieder hier nicht klappert. Also Ja, das ist schon sehr aufwendig. Aber ich möchte mal eben hier drauf zurückkommen. Ja, man kann bitte. natürlich auch hier mit 2 Mann bequem liegen. Also man kann hier Fernsehen schauen, man legt sich dann hier hin und hat trotzdem die Füße hoch. Da kann also einer hier, guck mal hier, damit man mal die Dimension so sieht. Ne? Man kann hier ganz bequem liegen und meine Frau kann dann da liegen. Und genau aus dem Punkt ist das entstanden. Ach so, weil ihr weit auseinander liegen wollt. Nee, das nicht, aber wir hatten früher eine Längscouch und einen Sessel. Und dann ging immer der Streit los, wer liegt auf der Couch. Und dann habe ich gesagt, das muss anders gehen. Und daraus ist diese Rundsitzgruppe entstanden. Die Blickwinkel vom Fernseher sind ja irre. Immer Kannst du- geradeaus. Immer geradeaus. Blickwinkel immer geradeaus. Weil ich werde verrückt, wenn ich so am Fernsehen gucken muss. Das wird mich irre machen. Ja, Pushlocks habt ihr jetzt drin. Die Klimaanlagen. Ist unterschiedlich. Da oben ist gar Unterschiedlich. nichts drin. Ja. Hier unten sind Pushlocks drin. Hier ist nur... Okay. Das ist natürlich auch mit dem Teppich hier sehr aufwendig, oder? Ja, man nimmt unheimlich Schall. Und wir haben die Erfahrung, dass diese Teppiche unheimlich Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Gleicht aus. Die tragen massiv zum Raumklima bei. Was unten, wie tief sind die unten? Weil klar, ich sehe ja wie tief, aber von der Praxis. Oh ja. Bisschen. Wie gesagt, der ist gerade aus der Der ist. Das hast du mir vorher gesagt. Du hast zu mir gesagt, der ist einen Tag vorher fertig geworden. Die Seite ist schon fertig, die noch nicht. Der hat noch gar keine Abnahmen bekommen. gell? Nein. Noch nichts. Da fehlen auch noch einige Sachen. Aber wir fanden den einfach schön. Ich finde den so, weißt du, ich finde den so schlicht. Das sind so Kleinigkeiten, die Rundung, die ihr hier macht, ja. Diese Einfassung, diese Einfräsung von den LEDs, die so perfekt ist. Da flackert nichts. Und diese Schlichtheit, alles ist so aus einem Guss. Das ist, Wo man hier vielleicht schnell drüber weggeht. Das ist ja massiv, also das ist Echtholzfurnier. ja. Und das ist auch so gezogen. Also das ist nicht jetzt Folie. Und wir haben hier eine Bildabwicklung, kann man sehen. Ja, durchgehend. So, das heißt für uns aber im Klartext, wenn wir den hier ziehen, neigen die ganz schnell dazu zu reißen. Da muss man also wirklich verstehen, wie man dieses Furnier gezogen kriegt. Und wenn man hier diese Nähte, die werden also aus dem Vollen geschnitten, wenn man die versaut, dann ist die Bildabwicklung kaputt. Da kannst du das Ding Dann wegschmeißen. geht's, genau so ist das, kannst du wegschmeißen. Du kannst auch nicht da anfangen, du musst im Grunde genommen das ganze Ding neu machen. Was ist das für ein Holz hier? Das ist Nussbaum. Nussbaum. Echtes Kannst Holz. du davor, ja. Kannst du, guck mal da kannst du das schön sehen, die Herzen, siehst du das? Von den, Ja, ich sehe es. Hier vorne auch. und so geht der durch, komplett bis hinten hin. Ja, das. Auch hier, das ist ja auch gezogen hier, ne? Hier, das ist auch so rumgezogen da. Das ist keine Folie. Mit Folie das ist liebe ich. Mit Folie ist das natürlich ein. Das liebe ich an unseren Videos, dass wir Sachen sehen, die man vielleicht beim schnellen Vorübergehen, die siehst du nicht, oder? Nee, das siehst du da nicht. Da wird auch nicht darauf hingewiesen, aber ich weiß, was das für eine Quälerei war, das so hinzubekommen. Guck dir mal das Spaltmaß hier an von der Gärung, von dem. Das ist Ja, doch, und da ist also, die geht ja um 23 Ecken mit Rundung. sag mal hier, der Slide-Out, auch der hat ja eine Kontur, wie ich gerade sehe. Ja. Den habt ihr auch so realisiert. Ja. Wie, ist da innen eine Gummidichtung? Wie läuft das? Oder wird die aufgeblasen? Ja, ja klar, da ist so eine übliche, ich sag mal wie ein Fahrradschlauch, eine Dichtung drin, die sich aufpumpt und wieder sich evakuiert. Aber der hat zusätzlich noch 2 Lamellensysteme dahinter. So Scheibenwischer, oder? Ja, falls mal die Dichtung nicht geht oder wir haben immer wieder das Problem, dass Leute den falsch bedienen. Und zwar, wenn man den aufmacht und Wasser draufsteht oder es regnet und das Auto steht in die falsche Richtung, dann läuft das Wasser hier rein. Dann kann man machen, was man will. Weil ich muss ja einen Spalt schaffen. So, das passiert bei uns auch. Aber wir haben ein System dahinter sitzen, dass das Wasser abgeleitet wird unter das Fahrzeug. Deshalb muss man ein paar Sachen beachten dabei. Deshalb machen wir diese aufwendige Konstruktion. Da muss man auch eine bestimmte Konstruktion machen. Man darf nicht vergessen, das ist ganz wichtig, das Fahrzeug ist ja von vorne bis hinten fast über 10 Meter aufgeschnitten. Da ist ja oben nur ein Dach drüber. Und wenn jetzt so eine Dichtung kommt, die anfängt zu drücken, dann würde der normalerweise das Dach hochdrücken, weil das ja so lang auseinander geht. Da muss man natürlich auch darüber nachdenken, dass das nicht passiert. Da steckt also so viel Know-how drin dahinter, dass er so bleibt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sag mal, bei 12 Meter fängt das Material ja auch im Dach auch an sich zu bewegen, oder? Alles bewegt sich. Ist das morgens zu knacken? Knackt das? Gibt kein Knacken. Bei mir knackt es immer. Ja, aber hier gibt es kein Knacken.
Also wenn die Sonne drauf scheint, fängt es an zu knacken. Nein, knackt nicht. Knackt nicht. Nein. Knackt nicht. Das Einzige, der knackt, ist meine Frau dann. Die noch schläft, meine ich, ja. Sag mal, ihr habt hier an der Seite, in der Mitte habt ihr die Möglichkeit, die Kaffeemaschine rauf und runter fahren zu lassen. Ja, wir haben verschiedene Versionen da. Wir haben hier zum Beispiel ein Rondell drin. Sag mal bitte. Das heißt, das fährt hier raus? Ich glaube, das ist noch gar nicht drin. Nee. Aber hier ist hier ein Rondell drin. Das kommt noch. Da kommt noch rein. Kommt noch rein. Gesagt, müssen wir ein bisschen Nachsicht walten lassen. Das Fahrzeug Alles gut. muss mindestens noch 3 Wochen bei uns zu Ende gebaut werden. Ist der nicht schön, wenn ich hier, guck mal hier durch das Display durch, hier bei mir auf der Kamera. Siehst du das? Die Linien da mit dem indirekten Licht, Ja. das Holz, das Weiße in Verbindung mit dem dunklen Holz, dann hier das Alcantara hier, die Bespannung. Deshalb haben wir da mitgebracht. Guck mal hier der Ausschnitt. Die Hier, laufen übrigens alle elektrisch rauf und runter. Die kann man programmieren von der Zeit her, die Rollos. Ne? Sag mal, aber der Ausschnitt ist doch fliegend. Der ist doch so leicht, als könntest du den aufessen. Als könnte er fliegen, oder? Guck mal hier, der hat gar keine Dicke mehr. Ja, schön, ne? Guck mal hier, wenn du hier so durchguckst, rappelt nicht, ja. Das sieht aus wie ein ICE-Zugabteil. Und guck mal hier, klar, das ist jetzt die Mittenabsaugung. Das ist eigentlich das Beste, was es gibt hier fürs Reisemobil. Ja, optimal. Ja, da ist in der Mitte Vor allen wird Dingen, abgesaugt. du hast vor allen Dingen keine offene Flamme. Ne? Ich bin ja froh, dass ich aus meinen Autos Gas raus habe. Wir haben keine offene Flamme mehr, aber weißt du, was da am meisten für genutzt wird? So. Wer das sofort kauft? Ja. Die Raucher. Achso, die machen das Die Ding stehen dann an. nämlich stehen hier so, weißt du, und es ist kein Rauch in dem Auto. Geht sofort weg. Ja, rauchen würde ich ja nicht hier drin. Ja, gibt aber viele. Ja. So, und Wein? Ja, Weinkühler. Weinkühler von Dometic. Der ist auch gut. Ja, der kommt im Schiffsbau, da kenne ich die. Also Der ist auch wirklich hochwertig gebaut. muss man die sagen. meisten kennen ja Dometic nur aus dem Reisemobil, aber die sind einer der größten Schiffsbauhersteller. Gaggenau Dampfgarer, was ist das? Das ist ein Dampfgarer, ja. Das ist auch nicht so die schlechteste Marke jetzt. Ne? Da habe ich schon gehört, Gaggenau. Ja. Das ist schon vom Feinsten. Dann im... Ja, bitte? Weil ein bisschen Nachteil ist ja, die müssten sich mal Gedanken machen, wie man den verriegeln kann. Der ist nicht verriegelt. Deshalb müssen wir immer eine Konstruktion machen, dass man den verriegelt, aber dann trotzdem nicht sieht. Das ist schwierig. Ja, schon hier vorne. Da habt ihr eure CNC auch mal ein bisschen laufen lassen, oder? Hier Ja, bei das den läuft Gläsern. über die alte CNC. Was heißt alte CNC? Aber das läuft alles noch da drüber. Das geht aber jetzt in Zukunft alles über einen Roboter. Aber mit dieser Lichtleitung, dass du dann diese LED-Leisten, die brechen ja raus an den Kanten. Das sieht ja so mega aus, oder? Ja. Und da klappert nichts. Nee, die klappern nicht. Wir fahren damit. Die klappern einfach nicht. Das ist so schön. Okay. Es ist natürlich schwierig, die zu bauen. Ne? Weil man muss mal gucken, man muss sie immer hier auf eine Höhe kriegen. Jedes Glas hat einen anderen Durchmesser, der muss woanders gefasst werden. Das ist Schön. aufwendig zu bauen. Das natürlich auch hier mit dem Geschirr. Habe ich jetzt gesehen, einstellbar mit so Schienen, aber ihr passt das Geschirr an den... Ja. Die Kunden wissen meistens genau, was zu kaufen. Was sie kaufen. Ja, dann passen wir das genau an. Da. Kann man da sehen, die Tasse sind 100%. Das sind Formteile, die sind da richtig rein. Reingefräst. Ihr kriegt aber keine CNC-Daten, das heißt, jede Tasse ist ja ein bisschen anders. Das ist genau das Problem. Die sagen alle, du hast eine CNC-Maschine, ist einfach. Ist auch einfach. Da kann ich 1000 Stück von machen in einer Stunde, das ist kein Problem. Aber bis ich den ersten mache, sitze ich aber 3 Stunden bin am Konstruieren. Weil die muss immer Ja, die muss ja Spiel haben, ein kleines bisschen. Nee, die muss ja wissen, was sie tut. Ja. So, und ich kriege keine Cut-Daten von der Tasse. Echt nicht? Liefern die gibt's- keine Nein, CAD-Daten? gibt's nicht. So, und dann hast du auch beim Brennen auch noch Toleranzen. Also sitzt du da, misst mindestens 5 oder 6 Tassen, zeichnest die im 3D rein und daraus machst du dann die Fräspläne. Kannst du die mal annehmen, so eine Tasse, dass man es mal Dann sieht? sagen die zu mir, das ist so viel Geld für so ein Ding. Und ich sag, komm, setz dich mal daneben Mach mal. und dann guckst du mal, wie aufwendig das ist. Guckst du mal, wie aufwendig das ist. Ja, bei mir stehen die auf so einer Gummimatte. Bei mir. Sieht einfach aus. Ist aber Sieht schwer. einfach. Hier ist die, da ist die Spülmaschine hier hinter auf Wunsch. Hier Hinter ist die dem. Spülmaschine bei dem, ja. Schau, was da drin ist. Da ist er. Schön gemacht. Das ist natürlich eine schöne Arbeitshöhe hier. Ne? Ist alles noch nicht angeschlossen. Okay. Der kommt jetzt. Aber wenn ihr das sehen wollt, kann man da rüber gehen. Die sind alle fertig. Ja, ich finde auch die Dusche, die wir gleich sehen werden, die finde ich, niemand baut so eine Dusche. Ich habe jetzt, also offene Dusche, gucken wir uns gleich mal an. Kühlschrank mal bitte einmal kurz zeigen, dass wir den sehen. Ja. Haben wir es abgefrühstückt. Weil die Leute fragen immer, wo ist denn der Kühlschrank? Ah, ein Liebherr. Das heißt, der Coole ist bei den Liebherr und bei vielen anderen, die haben kein Eis mehr, sondern die sind eisfrei. Also die eisen nicht zu. Ja, das stimmt. Die modernen Kühlschränke haben das alles. Abtauautomatik und so. Und die sind so leise mittlerweile, weil das kannst du den Leuten nicht mehr verkaufen, dass im Wohnraum der Kühlschrank noch zu hören ist. Die sind leise. Gibt ja Dinger, da kann man nicht mehr schlafen. Das ist die Abdeckplatte hier für die Spüle. Das Coole ist, der ist App gesteuert. Ich kenne den nämlich. Kannst du also nochmal über die App steuern lassen. Kann man hier sehen. Ja. Wir werden denen Stay wahrscheinlich so Spielereien machen. Die App kommt mit Sicherheit vorne bei uns auch auf den Rechner drauf. Da kannst du gucken, wie das Gemüse, wie kalt Kann es ich ist. gucken, wie kalt das Bier ist.
Ist hier eine Tür drin zum Abtragen? Ja, da sind ja Schiebetüren drin. Ich mag das Geräusch, wenn du das gerade rausgeholt hast. Hast du gehört, diese kleine... Das ist Haushaltstechnik, oder? Das ist Industrietechnik. Industrietechnik. Und die rollt auch noch in 10 Jahren, nehme ich an. Auch 29. Du hast Die jetzt... ist dafür gebaut, dass die jede Stunde 5000 Mal hin und her fährt. Ne? Das macht die in ihrem ganzen Leben nicht. So, ich finde total genial, finde ich hier diese Lösung hier, weil da kannst du deiner Frau beim Pipi machen zugucken, während du duschst. Ja, du kannst das aber auch verdunkeln. Ne? Du drückst hier auf den Knopf, das ist allerdings jetzt nicht aktiv bei dem. Nochmal, das ist so eine Scheibe, programmierbare Scheibe. Ja, dann wird die milchig. Echt? Ja. Habe ich gesehen, Das ist ganz einfach. Das habe ich gesehen in Hochhäusern, die können das. Ja. Das heißt, da kannst du nicht mehr durchgucken. Nee, dann kannst du nicht mehr, dann ist er milchig. Hast aber so das Gefühl von einem größeren Raum. Wobei der Raum ja hier auch nicht gerade klein ist. Ne? Ich kenne das von der Kirmes, da gibt es so Sachen, da musst du durchlaufen, stößt immer mit dem Kopf dagegen. Kennst du Labyrinth? Ja. Und das ist, das erweitert den Raum massiv. Und was ist das hier? Ist das hier vom Klo, die Fernbedienung? Oder? Die ist noch nicht da drin, ne? Das ist von oben, von dem Lüfter. Von dem Lüfter, okay. Aber die Toilette, die hat auch eine Funktion, gell? Die kann, glaube ich, Popodusche ist dran. Ja, da ist eine Popodusche drin, da ist eine beheizbare Brille, da ist Nachtbeleuchtung, Was man so hat zu Hause. Geruchsabsaugung, alles, was man so braucht, ja. So, das ist Haushaltstechnik. Tankvolumen, was ist bei dem? Grohe. Der hat hier 700 Liter Frischwasser, dann hat der 650 Liter Abwasser, 350 Liter Fäkalien. Das geht aber hoch bis 1200 Liter, wenn man es haben will. Man muss nur vorher wissen. Ich mag das immer, wenn die hier stehen am P1 an der Entsorgungsstation, hast einen Volkner dabei, 1,2 Tonnen auch mal einlädst, dann ist schon mal bis 10:30 schon mal belegt. Ja. Ja gut, da sind natürlich auch so Rohre, wo es wieder rauskommt. Ne? Aber Ja, das ist ein fliegendes Waschbecken. Also ich liebe dieses Auto hier. Das ist, ich mag auch alle deine anderen, weißt du, die über Gimmicks protzen. Du hast ja das letzte Mal gezeigt, eine begehbare Dusche in dem Orangenen. Das war auch toll, aber ich kann mir vorstellen... Ein Wunsch, aber toll. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Grundriss bei vielen echt gut ankommt, oder? Das ist der meistverkaufte Grundriss, weil er einfach total irre ist. Aber auch die Holz... Das ist ein Platz ohne Ende. Man kann mit 10 Mann da sitzen. Man kann im Grunde aneinander vorbei. Man kann ringsrum ums Bett. Das ist alles praktisch. Das Bad kann ich zumachen. Da habe ich ein riesen Bad. Da kann ich auch sogar mit 2 Mann mich drin aufhalten und waschen und duschen und sonst was. Eine blöde Frage. Hat dich jemand jemals nach dem Hubhead gefragt oder sowas? Ja, haben wir immer wieder die Frage. Und was sagst du? Ja, wir haben auch schon welche eingebaut. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Fronteinstieg ist das ein bisschen ungünstig, weil dann der Kopfraum niedriger wird. Ich versuche die immer wieder davon abzubekommen, weil man hat ja hier eine riesige Schlaffläche. Aber manche wollen es haben, dann kriegen sie es auch rein. Weil also es geht. Also Ja, geht auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt gesehen, bei Niesmann so ein ganz flaches Hubhead haben die konstruiert, wo du Aber die... trotzdem, wir haben auch, das ist nur 150 mm, das ist nur Matratze. Ja. Der Rest fährt rechts und links auch mit Linearmotoren rauf und runter. Also wenn dann ordentlich. Ja, das ist ein super Teil. Aber der nimmt die 150 mm weg und auch ein bisschen die Optik von dem Auto. Ne? Ja, absolut. Die Stehhöhe ist weg. Also hier ist jetzt ein Haus. Also bei den Actros und Artegos und so, da bauen wir die überall ein. Also fast überall. Ne? Aber Komm, wir müssen uns mal zusammen zeigen hier im Spiegel. Weil die Leute sagen immer, wie seht ihr denn eigentlich aus? Hallo? So, früher Morgen müsst ihr Nachsicht haben. Ja. Hat der Kunde das jetzt bestimmt hier? Ja, klar, das ist immer Kundenwunsch sowas. Ne? Wir machen schon Vorschläge und manchmal sagen die Kunden, hör mal, habt ihr nicht eine Idee? Aber manchmal haben die auch ganz klare Vorstellungen. Ist das Mineralstoffplatte? Das ist Mineralstoff, ja. Das ist als Koreaner. Mach mal bitte auf so eine Schublade. Vielleicht irgendeine. Nur mal, mal. Das baut, ach, guck mal, wie schön. Das ist alles Echtholz. Es ist massiv, oder? Ja, nee, ist furniert. Aber Furniert. Ist furniert, aber das ist Echtholz. Das ist echt, das meinte ich. Echtholz furniert. Also Tischlerarbeit, echte. Ja, klar. Das ist bei uns alles echte Tischlerarbeit. Da haben wir Schön. eine Menge Leute und da muss ich noch mal ganz ehrlich sagen, auch einen Dank an meine Jungs, die sind genial. Das ist ein 12 Meter. Wir stehen in 12 Meter, 12 oder? Meter. 12 Meter. Und 6 Schubladen, da kann man schon ein bisschen was. Und man sieht ja auch, das sind richtige Schubladen. Ne? Ja, aber warte mal, wenn du gerade mal aufmachst, wie schön das Schloss da ausgefräst ist. Guck mal da. Ja, Da ja gerade ausfräsen kann jeder. Da ist natürlich das Schöne an der CNC, da kannst du ja alles Mögliche. Hätte ich jetzt auch noch ein V reinfräsen können, rechts und links. ein V. Jetzt hast du hier oben den Teppich und das ist natürlich ganz wichtig. Ich komme hier rein und es ist noch viel trockener. Also im Bad hat es ein bisschen Gehalt, weil da brauchst du ja auch ich sag mal, Materialien. Finde ich gut, dass du das merkst. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Und wir gehen sogar her und lassen den Teppich. Wir haben Leute, die haben einen ganz anderen Deckendekor.
einen glatten, klaren Deckendekor, lassen wir trotzdem Teppiche drunter, um diese Diffusion zu haben. Du hast ein brutal gutes Raumklima in den Fahrzeugen, ja. Das atmet richtig, ja. Unglaublich, ja. Und das macht mitunter auch dieser Teppich. Nicht nur der Teppich, aber auch der Teppich. Geht darum, dass du kein Kratzen im Hals kriegst, nicht zu trocken. Ganz wichtig sind die Belüftungen hier drin, auch vor allen Dingen im Schlafzimmer. Ich hatte das Problem, wir sind auf Raststätten nachts, da hast du Angst, die Türen aufzumachen, Fenster aufzulassen, auch wenn es so laut ist. Und dann bin ich auf ein Belüftungssystem gekommen. Der hat hier unten drunter, zieht hier von ganz unten, zieht hier Frischluft an und zieht mir die da oben wieder ab, wenn die Klimaanlagen nicht laufen. Das heißt, ich habe eine natürliche Belüftung, die auch funktioniert, wenn die Fenster alle zu sind, habe ich immer eine Frischluft drin. Also ich muss kein Fenster öffnen. Ich muss kein Fenster öffnen, das ist schön. Und ich habe auch selbst im Sommer, weil der von unten anzieht, der zieht ja die kälteste Luft, die gibt, zieht er ja an. Habe ich immer ein angenehmes Raumklima. Ich hab immer so einen Max-Fan laufen, 2 Stück, einer bläst, einer. Da habe ich immer die Feuchtigkeit drin. Das ist das Problem. Die entfeuchten nicht. Und dann ist alles klamm. Also gerade jetzt. Ja. Da musst du über die Klimaanlagen gehen. Ja, geht nicht anders. Geht nicht anders. So, die Klimaanlagen baut ihr ja selber, die sind so leise. Du merkst dieses Jahr, die Kamera hält durch den Lüfter, der drin ist. Letztes Jahr mussten wir. Da haben wir es angemacht, Nee, genau, da war die Klimaanlage an. Ja. Die Klimaanlage braucht original, ich glaube, die war in 2 Minuten, hast du die gespürt schon, so richtig. Ja, die hat richtig Leistung. Die hat hier hinten allein 5 kW, das ist schon ordentlich. Ne? Das ist natürlich, man kann da dicke Klimaanlagen reinbauen, das ist nicht das Problem, aber man muss ja auch überlegen, wie füttert man die. Das ist eigentlich das Problem. Ja, kannst du mal die Schränke bitte öffnen, hinten? Ja, hier übrigens auch ein Gimmick. Ihr habt das Holz weitergeführt. Ja, das ist, warte, ich zeige das mal gerade, dass man das sieht. Ich geh mal an die Seite hier. Genau, ihr habt nämlich eine GUI gemacht, also eine Benutzeroberfläche, bei der dieses schöne Holzfurnier weitergeführt wurde in der Benutzeroberfläche. Das ist noch ein bisschen dunkler, dass man genau sehen kann, das ist das gleiche Holz. Oder wenn eine lackierte Fläche ist, kann man das lackieren. Man kann auch seinen Hund da drauf machen oder sonst, oder sein Fahrzeug oder seine Liebste, egal. Also da haben wir alle ich würde da direkt die Marlene drauf machen, meine Frau. Machen wir die Marlene drauf. Der rote Schalter, was kann der? Ja, der ist ein spezieller Schalter. Da sagen wir, das ist unser, ich will ihn jetzt mal Paniklichtschalter nennen. Außenrum, oder? Ja, das ist ein Schalter, wenn man nachts irgendwie Geräusche hört oder fühlt sich unwohl, kann man den drücken. Und dann geht um das Fahrzeug herum eine Beleuchtung an, das ist wie Flutlicht. Das ist taghell. Das kenne ich vom Bimobil. Das ist, wenn Tiere kommen, du hörst irgendwas, da drückst du drauf. Ja, kann sein, ja. Aber nicht am Bett, sondern die haben das vorne. Ja, aber in der Regel liegst du nachts im Bett, deshalb haben wir den hier gemacht. Man kann das von vorne auch steuern. Aber das ist wie Flutlicht. Das ist wirklich taghell. Und das Gesocks hat keinen Bock auf Licht. Ja, dann hauen die ab. Ja. Aber schon dollste Sachen erlebt. Mach mal bitte einen Schrank auf. Als wäre ein UFO gelandet. Als wäre ein UFO. Boah, das ist die Waschmaschine drin? drin? Eine Waschmaschine hier drin. Oh, zeig mal. Das ist ein Toploader. Ja. Ein Bauknecht, sehe ich gerade. Trocken kann er nicht, gell? Du, da bin ich echt überfragt. Ja, ich glaube nicht. Aber wir haben auch mit Trockner, ne? Ganz ehrlich, ich würde da jetzt so ein Trockending reinmachen. Vorne in der Dusche würde ich so zum Ausziehen. Da kannst du bestimmt noch was konstruieren, oder was man nicht sieht, oder? Also in der Regel ist es so, wir bauen die schon mal hin und wieder ein, aber die meisten nutzen die dann doch nicht. Handtücher dann vielleicht waschen oder so. Ja, also das ist hier ein Schrank. Normalerweise auch. Geht aber. Ist das jetzt ein Gewichtsproblem wegen der Waschmaschine? Nee, war ein Scherz. Ja. Ist das ein Gewichtsproblem? Hier sind noch Ablagen, kann man auch Hängen reinmachen. Also sag mal, Schlafkomfort, wie schläft man im Volkner? Ganz gut, oder? Ja, ich kann nur sagen, ich schlafe jetzt 25 Jahre dran. Ein Baby, oder? Ja, fast besser als zu Hause. Ja, und unten die Schubladen auch bitte einmal öffnen. Dann haben wir es gleich, also dass man ein bisschen Stauraum sieht. Also es ist so schön gemacht. Ist das Fahrzeug hier, ist aber jetzt Schluss hinter der Schublade. Da kommt die Wand und dann ist Feierabend. Ja. Gut. Also 12 Meter schön genutzt. Ja. Die offene Blickachse gefällt mir natürlich extrem gut. Die ist natürlich heute sind auch riesig große. Ich sage immer, wir nutzen die als Schmutzwäscheschubladen. Da haben wir 2 Stück von. Fast alle Autos. Ja, was mir gut gefällt, ist, dass alle Kleiderschränke sind im Schlaf- und im Duschbereich. So, nämlich genau da, wo sie hingehören. Weil ich habe oft Kleiderschränke, hast im Wohnraum. Dann ist jedes Mal, sage ich zu meiner Tochter, schmeiß mir die Unterhose rüber, guck aber weg, sage ich dann. Ja. Das ist übrigens auch schön, wir sind ja jetzt schon mal öfter unterwegs mit unseren Jungs, die fahren dann noch mal mit und haben Freundinnen dabei. Ja. Das sind ja völlig 2 getrennte Bereiche. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich kann mir vorstellen, die Jungs sind jetzt 18 und noch älter. Die wollen ja nicht mehr zugucken beim Schlafen. Das ist, das ist total perfekt. So, dann ist das Bad komplett abgeschlossen und dann hört man auch, wenn einer auf Toilette ist, ist ja auch klar. Ja, dann kann man den zumachen. Und dann ist hier noch Stauraum unterm Bett? Kann man klar. Wo denn? Wie kommt man da ran?
Das kann man elektrisch hochfahren. Ja. Das kann ich in einem anderen zeigen, bei dem glaube ich noch nicht. Okay, ist noch nicht fertig. Nee, Aber weil ich sehe die Bedienung nicht. Der hat hier sonst genial finde ich hier dieses Nachttischchen. Das fehlt bei den meisten. Da kannst du denn deine Medikamente, die Brille, das Handy. Brille vor allen Dingen. Brille. Kannst du alles drauf machen. Wir sind durch. Ich denke, wir könnten jetzt noch eine Stunde. Bei dem anderen hatten wir noch eine Dachterrasse. Kannst du dich noch erinnern, die haben wir dann mit der Simone letztes Jahr begangen. Da möchte ich noch was zu sagen zu der Dachterrasse. Da ist völlig falsch verstanden worden, die Dachterrasse. Da steht eine Leiter in der Dusche, die geht da hoch. Ja. Aber die Leiter ist für die Messe, damit man dann Notausstieg und darauf kommt, als Notausstieg gedacht. Ja. Wenn dieses Fahrzeug als Rennfahrzeug benutzt wird, dann sieht das so aus. Der steht hier, da quer rüber steht ein Sattelauflieger mit einer riesigen Dachterrasse und hier steht ein Catering-Fahrzeug. Und in der Mitte ist ein Zelt. So, die Leute, die da hochgehen, gehen durch den Sattelauflieger auf die Terrasse und dann von da aus dahin, das ist so eine sogenannte VIP-Lounge. Also die gehen nicht von da hoch, sondern gehen von dem Auflieger da drauf. So ist das Fahrzeug gebaut. Ach, das war nur, dass man hier hochkommt. Genau, das ist von vielen falsch verstanden worden. Habe ich im Netz gelesen, was macht ihr denn da und so. Das war jetzt nur, um zu zeigen, Dachterrasse, wie das da oben ist. Ich fand das cool. Aber in der Praxis ist das anders genutzt. So, wenn wir das bauen, wir bauen gerade zurzeit so ein Auto, dann hat man eine richtige Treppe da hoch. Die wird dann von hier so aus der Decke heraus runter. Habe ich mir auch gedacht, dass du, wenn du sowas dann konstruierst, habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Nee, das möchte ich aber nochmal sagen, weil das haben viele gar nicht verstanden. Und so ist das auch mit unseren Innenausstattungen. Das verstehen auch viele Leute nicht. Also, wie kann man denn so ein Auto bauen? Das kauft doch kein Mensch. Das Auto ist ja schon gekauft. Der ist ja so vom Kunden gebaut. Das kauft doch kein Mensch. Ja, ist so. Der Kunde hat es ja so bestellt. Ja. Natürlich. Das ist ja verkauft. Das ist wie beim Italiener. Ja? Wenn ich da ein Eis bestelle, da gibt es 500 Sorten und der eine, der mag halt, ich sag mal, Bubblegum und der nächste macht Zitrone. Das ist und so. Ist so, oder? Eine blonde, der andere schwarz. Und bei dir geht das halt. Also ich muss dich nochmal huldigen hier, weil dieses Auto ist so schlicht schön, das ist so dezent, langlebig. Also ich glaube hier an dem Design, bis du dich da satt gesehen hast, das kannst du auch noch 2040 angucken, oder? Ja, das ist ein tolles Auto. Vor allen Dingen, der fährt Wahnsinn. Ich habe mal hier runtergefahren, waren ja die ersten Meter aus dem Berg. Leise? Das ist schon immer ein Erlebnis. Ja, total leise. Also wir haben im Grunde genommen, wenn wir aus dem Berg rauskommen, haben wir immer irgendwelche Sachen. Dann ist hier und da, das ist auch so. Aber der war auf Anhieb. Ist das so, wenn man ein Haus baut zum Beispiel, dann war es früher so Stein auf Stein, das muss erstmal trocken gewohnt werden, ja, da war noch Feuchtigkeit drin und so. Ihr gebt die Fahrzeuge ja mit dem Kunden mit allen Mängeln und der muss sie dann erfahren, die Mängel, oder? So läuft das ja bei euch, oder? Mängel will ich ja nicht bezeichnen. Das war ein Scherz. Man muss sich das mal so vorstellen, so ein Fahrzeug wird produziert, da sind natürlich Unmengen technische Sachen dran, die bei uns gebaut werden, wenn ein Auto steht, also statisch. So, wenn so ein Fahrzeug in Bewegung kommt, sieht die Welt ganz anders aus. Ne, da kann irgendwas aneinander kommen, kann Schrappen machen, tun. Und da machen wir Folgendes. Wir sagen dem Kunden, wenn du bei uns ein Auto kaufst, dann muss der sogar unterschreiben, wenn er einen Kaufvertrag unterschreibt. Dann muss der bei uns mindestens 3 Tage bleiben und um den Kreis fahren. Und wir fahren mit dem. Und dann sind das Einstellarbeiter. Da wird ein Auto eingestellt, dann erklärt man dem das. Und der hat dann auch Fragen. Man kann ihn nicht damit alleine lassen. Dann muss ihm das erklären. Dann musst du so und so. Und die Fragen kommen erst, wenn er das Auto bewohnt. Also muss er bei uns bleiben. So in 3000 Kilometer passiert das ganze Spiel in kürzeren Abständen immer weiter. Aber dann fährst du mit dem Auto um die Welt. Dann fahren die. Die müssen einmal eingestellt werden. Das ist bei ich habe gemerkt, aber auch. dass, also wenn das gut gemacht ist, Elektrik und alles, ja, dann ist das wie ein Haus, dann brauchst du ja da um die Gedanken. Ich habe zum Beispiel meine Ölheizung, da kommt alle 4 Jahre mal einer, da ist irgendwas durchgebrannt. Und So dann, muss man sich das vorstellen, dann ist da mal, irgendwann ist immer mal. Es geht auch mal eine Pumpe kaputt oder geht mal ein Schlauch, wird mal undicht oder so, das ist einfach so. Aber das wird in einem normalen Service gemacht. Aber es kann nicht sein, dass ich mit dem Auto losfahre, da 500 Mängel dran und alles fliegt auseinander. Also das knarzt, also knarzen, das ist... Nein, das machen wir vorher natürlich schon. Sehr schön. Also Wall-Out habe ich verstanden, das heißt ja bei euch Wall-Out, nicht Slide-Out. Ja, wenn warum? es halt eben über die ganze Wand geht. Ne? Eine ganze Wand. Also schönes Auto, kommt auch gut an bei den Leuten. Der hier ist relativ günstig. Ich glaube, den kriegt man 1,3 oder was kostet 1,4? Ja, so wie er steht, kostet glaube ich auch 1,6. 1,6. Ja, also okay. Fix und fertig. So ist die Steuer mit drin, die Manager? Das ist Steuer drin, ja. Okay, also 1,6 Millionen Euro und das Ganze mit roundabout etwas über 2 Jahre Lieferzeit, wenn man das bekommt. Und man kriegt wirklich ein Auto, das ganz individuell abgestimmt wird mit einem Busfahrgestell, so kann man sagen, mit Buskomfort, das heißt Motor hinten, Buskomponenten, ja. Buskomponenten, Vollluftfederung, Hydraulik-Hubstützen, riesen PKW-Garage mit drin, mit dem du mit jedem Auto drauffahren kannst. Du musst das, glaube ich, gar nicht verzurren, das Auto. Nein, der wird für den PKW angepasst. Da ist so eine besondere Schale, wo der drin sitzt, dass der diese Bremsmomente, die entstehen, überwindet. Also beziehungsweise das Fahrzeug diese Momente nicht überwindet. So ist das gebaut, ja.
Also das heißt, ich muss nicht jedes Mal Reinfahren, vergessen. vergessen. Ja. Das ist natürlich also cool. Ist im Grunde nichts anderes als so eine automatische Verriegelung. Wir haben darüber gesprochen, das Thema im Vergleich zu einer Yacht, das kann man ja ruhig mal ziehen. Also das hier ist eine Landjacht und du fährst ja so ein Ding jetzt für, sag mal, 1,6 Millionen. Ich war ja Princess, habe ich gezeigt, und Sunseeker und wie sie alle heißen, bei der Boot, so Serienjachtenhersteller. Da kriegst du für 1,6, da gibt es dann so ein... Das ist ja die Ausstattung für. Ja, Zusatzausstattung. ja, da gibt es dann auch schon Boote für, aber wenn du dann so eine 36-Fuß-Yacht und so, da bist du schon bei 8, 9 Millionen Euro. Und was sind denn das für Kunden, die das hier machen? Die arbeiten schon hart, oder? Das muss man schon sagen. Das ist... Also ich sag mal so, die meisten, 90% arbeiten hart, haben eine riesen Karriere hinter sich, aber alle haben was geleistet in ihrem Leben. Das Geld ist bei den Fahrzeugen eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, man muss diese Lebensart wollen. Ja, man kann ja nicht, das siehst ja, wie du gerade erwähnt hast, im Yachtbereich, da geht es bei 1,5 Millionen los. Ja gut, da fahren aber Leute mit, die helfen mir. Das ist ja hier nicht so. Hier mache ich alles selber. Tankentleerung und alles. Oder Deshalb sage ich, man muss das einfach, diese Lebensart muss man wollen. Ja, das hat mit dem Kapital, was eine Menge Leute haben, nichts zu tun. Das ist absolut vorhanden. Man muss sie nur erreichen und muss sagen, hör mal, das ist eine super Art, um Urlaub zu machen. Ist ganz was anderes auf dem Schiff, kannst du auch alleine bewegen. Und hast viele, viele Vorzüge, die man im Hotel überhaupt gar nicht hat. Also ich kann alle nur raten, kommt zu euch ins Werk nach Wuppertal, fahrt mal sowas Probe. Ihr könnt ja mal mitfahren und dann werdet ihr ein blaues Wunder erleben. Die sind sehr, sehr leise. Ja, die sind wirklich leise. Schön, komm, wir gehen mal raus. Angenehm zu fahren. Ne? Dann, wenn du lieb bist, geh mal vor. Hier gibt es übrigens noch eine Barriere, haben wir in anderen Fahrzeugen gezeigt, dass man nicht abstürzen kann und wo man die Füße drauf machen kann. Die fährt automatisch raus, so eine Schublade. Die kommt und ja, wir werden jetzt gleich noch ein Auto zeigen. Hast du noch Lust? Machen wir noch eins? Ja, sicher, klar. Sehr schön. Und dann gehen wir mal kurz nach vorne und gucken uns das Ganze an, wie das läuft. Das ist hier so der Stand und dieses Jahr ganz interessant, der war vorher komplett abgeschlossen, jetzt darf man sogar hier reingehen. Also hier ist keine Kordel mehr auf und so weiter. Da war auch letztes Jahr ein anderes Fahrzeug drin, da war glaube ich ein Fahrzeug für 2 Millionen Euro stand hier oder 3 Millionen. Ja, da war sogar ein Fahrzeug für 4 Millionen drin. Oder 4 Millionen drin, ja. Aber wir haben jetzt 2 Jahre so Fahrzeuge gehabt, die so im 4-Millionen-Bereich lagen, an PKWs. Da macht man lieber zu, oder? Ja. Weil es gibt viele Leute, die, ich sage nicht, wir machen da mit Sicherheit nicht mutwillig, aber da ist so eine Begeisterung, die touchen die Autos an und setzen sich da rein und so. Man kann doch nicht immer die Augen haben. Das geht natürlich nicht. Klar, da musst du aufpassen. Komm, wir gehen mal ganz nach vorne. Ja, wir kriegen die ja auch als Leihgabe, da müssen wir auch sorgsam mit umgehen. Die beiden haben wir gezeigt, also den haben wir gezeigt und den in der Mitte. Und hier vorne ein pragmatisches Modell, ein bisschen kürzer, der 11er. Und den werden wir uns gleich mal anschauen. Vielen Dank, Gerd. Wenn man das haben möchte, ihr habt ja eine schöne Webseite, einfach Volkner mal googeln. Das ist wirklich Fahrzeugbau, komplett in Deutschland gefertigt. Ja. Du bist zufrieden mit Volvo? Ja, top. Ja, also wir haben jetzt, also hier ist ein Cut, jetzt, die gibt es nicht mehr. Ist jetzt ein völlig neues Fahrgestell gekommen. Wahnsinn. Also was du merkst, in Amerika, in Kanada ist jedes dritte Auto ein Volvo. Ja. Das ist unglaublich. Aber auch Scania läuft da rum. Also gerade die Skandinavier, die haben es richtig drauf. Danke. Tschüss. Ciao.